Jetzt sind wir live. Sind wir da? Jetzt sind wir live. Ja, Moment. Hältst du mal einmal bitte? Ich halte. Ich bin einmal da. bitte halten. Und so, alles trennen. Trennen klingt immer gut, oder? Trennen ist super. Moin, ihr Lieben. Nein. Ihr Landratten. Herzlich willkommen, Hamburg Hafen Live. Ja, so spontan. So sieht ein Ruhetag aus bei uns. Genau. Ne? Genau. Aber was interessiert euch euer Gesabbel von gestern, ne? Wie gesagt, das habe ich gestern gesagt. Also was, Ich habe mich da überhaupt nicht dran erinnert. also was du vor einer halben Stunde gesagt hast, das weißt du ja nicht mehr, oder? Eben, von daher. Ich Ja. finde, wir hatten eine ganz grandiose Idee. Ja, Und diese Idee war nämlich einfach, weihe sie ein. weil wir zu den Landungsbrücken noch mal mussten, um was zu klären, dachten wir uns, wir machen so einen Pre-Hafengeburtstag-Walk. Es sind ja schon einige Schiffe da, Wie wir das mit dem Dom gemacht haben. vieles ist schon aufgebaut und es ist natürlich im Vergleich zum Hafengeburtstag ganz leer, Ja, ganz also im ruhig Verhältnis dazu noch. definitiv, ne? ja. Ja, und ich drehe mal um die Kamera und da seht ihr, es lohnt sich auch. Da im Hintergrund, da können wir gleich mal hingehen, die Alex von Humboldt, die Potsdam, die ist gerade eingetroffen, haben wir auch gemerkt oder gesehen, die haben eigene Festmacher. Da lassen sie unsere aus dem Hafen gar nicht ran. Ja, das ist so die Idee. Und Ja, also Hamburg Hafen Live, Hafengeburtstag Warm-up genau. sozusagen. Und wenn meine Informationen stimmen, ist auch ab 19 Uhr die Probe für Elbe in Concert. Dann holen sie die Bartsch einmal hier hin. Also dann Hafengeburtstag, können wir einen Haken dran machen. Dann haben wir alles durch. Das siehst du, dann machen wir Na? Schluss, dann kann der Rest, ne? Ja. So, Machen und andere. Bundeswehr ist auch schon da. Moin. Moin. Also ganz ehrlich, Ben, ich feiere uns gerade für diese Idee. Es sind nämlich schon wirklich viele Schiffe da. Ja, also es lohnt sich tatsächlich schon so ein bisschen zu gucken. Da kommt natürlich noch ein bisschen was rein, wobei ich weiß nicht, ob vielleicht in den anderen Hafenbecken schon alles voll ist. Das habe ich auch nicht geguckt. Guck mal, was da schwimmt auf dem Wasser. Die Ein Freier. alter Schaufelraddampfer. Die Freier ist das doch. Freier irgendwas, ne? Oder? Wie hieß sie noch? Ich weiß nicht. Ich glaube, die heißt nur Freier. Hat die noch einen Beinamen? Glaube nicht. Ne? Ja, das kann sein, dass sie nur einen Namen hat. Freier war das Einzige, was ich da von dem ganzen Namenszug wirklich lesen konnte. Ja, und wir dachten uns, wir starten mal hier bei der Alex von Humboldt 2. Machen dann die Runde über die Überseebrücke zurück zu den Landungsbrücken. Ja, zeigen euch schon mal so, was da so am Buden steht. Ne? Genau. Die sind da zwar auch noch alle so ein bisschen im Aufbau begriffen, aber es ist natürlich wesentlich entspannter, jetzt hier lang zu laufen, als das ab morgen Abend zu tun. Denn ist nämlich alles voll. Ja, Alexander von Humboldt 2. Ja, Alexander von Humboldt 1 ist ja das Becks-Schiff. Und ich glaube, die Alexander von Humboldt 2 war mal mit weißen Segeln ausgestattet. Da müsst ihr mir mal helfen im Chat. Und ich meine, die haben sie dann irgendwann, haben sie gesagt, komm, die kriegt jetzt auch grüne Segel. Einfach ein bisschen der Tradition wegen. Ich hoffe, das stimmt, diese Information. Ja, ist aber ein schönes Schiff. Also Ja. gerade dann, wenn es unter Segeln steht, ist sie wirklich hübsch. Ich habe sie hier auch tatsächlich nur, also nicht mit allen Rahen mit ausgebreiteten Segeln gesehen. Was waren das letztes Jahr? Ich glaube, da haben sie nur 2 Rahen mit Segeln bestückt. Ne? Das war ja auch relativ windig. Ja, das kann sein. Ach, guck mal, hier ist die Info. 2011 bis 2014 hatten wir weiße Segel. So, und hier kommt noch die Info. Es ist 65 Meter lang, 10 Meter breit. Baujahr 2011. Schönes Schiff. Ja, wir werden ja bei der Einlaufparade natürlich zu vielen Schiffen noch mal was sagen. Ben the Brain hat sich vorbereitet. Ja, da wird die Stange wieder hochgehängt, okay. Ja, du hast ja letztes Jahr schon viele Notizen gemacht. Deshalb wollen wir jetzt auch gar nicht auf jedes Schiff im Detail eingehen. Wir brauchen ja noch ein Vorschaubild für den, Oh ja, für diesen Stream. Ne? Da kann ja jeder mal ein bisschen mitgucken, ob er auf dem Bildschirm was Vernünftiges entdeckt, wo es sich lohnt, mal eine Kamera hinzuhalten. Ich versuche mal was. Das sieht ja noch nicht so ganz nach aber Hafengeburtstag aus. Querformat, Ben, ne? Ach ja. Querformat brauche ich. Ah, ha, 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 Das ha. Vorschaubild. Mit Da war unten ja links was. ein bisschen Platz. Ja, das sieht aber ganz hervorragend aus, was du da machst. Ja, mit etwas weniger Menschen wäre auch gut, aber jetzt sind sie drauf, selber schuld.
Also wenn einer von euch ein Bild sieht, wo er sagt, Mensch, das lohnt sich jetzt aber, dann gerne loslegen. Ja, unsere Damen sind natürlich auch dabei. Habt ihr ja eben schon gesehen, Kirsten und Tanja. Und die haben unterwegs auch ein Auge auf den Chat. Wir probieren es mal. Ja, aber die Polizei sichert hier auch auf dem Wasser noch mal ab, ne? Also die sind da vorsichtig. – 86 Meter lang, 13 Meter breit, Baujahr 2019, die Potsdam. Ach, ich liebe das ja, dass wir diese Schiffsinfo in den Chat hauen können. Und ich das dann so natürlich auch ablesen kann, zumindest so ein paar grobe Daten. Ja, ein Schiff der Bundespolizei, ne? Wo ist Schwester Hansen? Hier laufen so viele Menschen in Uniform rum. Ja, nur weil da 2, 3 Leute mit Uniform sind, lässt sich Schwester Hansen ja noch nicht von locken, ne? Meinst du Das nicht? müssen schon noch ein paar mehr werden. Boah, Ben, aber guck mal da oben, der Mond. Ja, ne? Cool, oder? Wie weit kommen Einmal wir denn mega Zoom. Oha. Gar nicht so schlecht. da? Ja, scharf ist anders, aber Man kann erahnen, was es sein soll. ja, die sind just vor 20 Minuten angekommen und sind noch dabei festzumachen hier, die Polizei. Und dahinter haben wir die Pegnitz, ein Hohlstab-Lenkboot vom 3. Minensuchgeschwader. Nicht schlecht. Ich habe das nämlich vorhin noch in unsere Liste geschrieben. Es steht, Das passt ja. Es steht auf der Gangway. Ach, guck an. Ja, auch schön. Ja, und ist auch noch in Dienst. Viele Schiffe werden natürlich auch Open Ship haben zum Hafengeburtstag. Aber so leer wie jetzt heute, glaube ich, wird das nicht unbedingt sein. Ja, Ja, es gibt ja auch wieder den berühmten Briefkasten auf der Elbe, ne? die Tonne, ne? Ja, genau. Die gelbe Postboje. Ist sie wieder Höhe Holzhafen? Das denke ich mal. Ja, ne? Das können wir morgen Abend feststellen. Ja, dann kicken Guck wir mal, mal. da ist auch Harro Köpke, oder? Dahinter, Ja, da müssen wir einmal außen rum gehen. wollen wir da mal hin? Ja, aber da wollen wir mal hin. Gucken wir uns das doch mal an. Wir können ja noch mal ein bisschen was zu dem erzählen, was euch jetzt beim Hafengeburtstag hier bei Hamburg Hafen Live Geht da erwartet. nicht mal kurz rauf? Da ist ja jetzt noch gar nichts los. Meinst du, wir kriegen da jetzt mal eine Führung? Das ist so cool. Ich glaube, die haben jetzt noch keinen Bock auf Besucher. Ach, guck mal, da sind Basti und Andi. Moin. Kreative Andi und der Basti. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte... Oh, Ben, guck mal, das ist aber auch ein schönes Bild hier, oder? Welche von, meinst du das kleine hier vor uns? Bild, Oder? nee, bildmäßig. Ja, so. Elbphilharmonie mit dem... Hübsch. Ja. Aber ist das Hafengeburtstag? Also hier im Chat lese ich gerade schon, hier so eine Fahne vom Hafengeburtstag irgendwie mit ins Foto zu nehmen. Das ist eine gute Idee. Aber wie gesagt, ich wollte ja was erzählen. Ja, Wir was machen erwartet morgen unsere natürlich Zuschauer? Einlaufparade. Also ihr Lieben, auch alle, die hierher kommen, 13 Uhr geht die Einlaufparade los. Jetzt haben wir aber im Ablaufplan gelesen, losgehen bedeutet, wenn das erste Schiff auf Höhe der Rigmas ist. Da sind die ja bei uns schon vorbei. Ja, also der Hafengeburtstag startet dann offiziell, ne? Das heißt, um 13 Uhr ist das erste Schiff schon an unserer Kamera vorbei. Schon lange, ja. Die nehmen Aufstellung ab 12:15 Uhr.
Stream wird 12 Uhr starten. Alle, die zum Gin Hotel kommen, seid ruhig um 12 Uhr da. Sonst könnte es sein, dass das ein bisschen hektisch wird. Ja. Dann streamen wir die Einlaufparade. Abends Elbe in Konzert. Können wir nicht streamen. Ja, ne, rechte Frage. Mhm. Ist leider ein Rechteproblem. Wir haben uns aber überlegt, wir werden abends dann Queen Mary und Aida Sol machen. Und darauf hoffen, dass wir noch ganz viel Beifang mitbekommen und da einiges an Schiffen vom Hafengeburtstag noch Ja, rumfährt. ich denke auch, da wird eine ganze Menge auf der Elbe unterwegs sein. Ja, wenn man so davor steht, ist er gar nicht mehr so klein, ne? Nee, aber gestern auf dem Wasser sah der ein bisschen lütter aus. Ja. Das ist schon ein ausgewachsenes Schiff. Ja, da kann man schon mal du zu sagen. Sehr cool. Moin. Moin. Nicht schlecht. Ja. Ja, wir müssen. Hier war noch mal eine Frage. Die Korvette Augsburg soll heute in Hamburg getauft werden. Habt ihr davon was gehört? Ich glaube, die ist schon getauft. Ist schon getauft? Ist schon. Ich weiß aber nicht genau, wo das passiert ist. Okay. Aber ich meine, die wäre schon getauft. Das war soweit der Freitag, also morgen. Stellt euch also darauf ein, dass es um 12 Uhr losgeht und dann auch relativ bald die ersten Schiffe zu sehen sein werden. Ich habe auch noch mal gesagt, Gin Hotel, ruhig ab 12 Uhr da sein. Am Samstag werden wir dann Tagesprogramm streamen. Was halt hier so auf der Elbe passiert. Letztes Jahr hatten wir ja schon die Rescue-Übung und Oh, die ist auch bunt beflaggt. Habe ich auch noch nie gesehen. Also die Farbgebung ist mir unbekannt. Was ist das für eine Ente? Die ist aber hübsch. die ist hübsch. Ja, aber die ist ganz Einmal bitte an die Ornithologen. Was für eine Ente ist das? Das ist bestimmt wieder irgend so eine Gans. Wir hatten letztens schon mal so eine Ente, die dann Eine eigentlich Gans eine war? Gans war. Ach so? Ja, Das sieht aber schon verdeckt. Oh, da ist so schon Flügel so ein bisschen lediert. Die muss in eine Pfanne. Ente süß-sauer. Nicht? Okay. ja. Also das zu der Parade und zu dem Freitag. Und am Samstag werden wir uns dann um das kümmern, was hier auf dem Wasser ist. Rescue-Übung. Was ist da noch? Schlepperballett ist natürlich. Ja, es gibt ja dann nochmal die Aufstellung oder eine Vorführung der alten und neuen Hafenfähren von der Hadag. Es gibt ein Festmacherrennen. Also es ist ein buntes Potpourri. Der ADAC will irgendwas machen, die Bundespolizei will irgendwas machen. Also ich glaube, Feuerwehr war auch noch. Also es gibt zig Optionen, was man da mitnehmen kann. Wir schauen mal, wie es funktioniert, was wir erwischen. Ne? Und wir stehen da mitten in der Sonne. Also von daher, wir müssen an unsere Hüte denken. Wir streamen Samstag mit Sombrero. Kann auch sein, dass wir zwischendurch einfach mal die Kamera laufen lassen und uns mal für eine halbe Stunde in den Schatten stellen. Ja, wir stehen ja im Prinzip direkt neben dem NDR. Dann kann der ja einfach mal übernehmen. Andi und Basti und Kirsten. Wir gehen jetzt mal die Überseebrücke hoch. Ja, okay. Dann Und ja, wenn wir gleich hier so ein Stückchen hoch sind, dann kann man auch schon ganz gut da durchgucken. Ja, das wird Samstag wahrscheinlich so bis 18, 19 Uhr gehen. Ja, Samstagabend Elbe im Konzert. Können wir wieder nicht streamen. Ja, leider. Hätten wir gern gemacht. Werden aber zum Feuerwerk dann wieder da sein. Aber da liegen übrigens auch schon alte Bekannte, ne? Ja. Die Segler da, die haben wir doch in Wilhelmshaven schon gesehen. Ja, also einige. Ne? Worauf ich mich persönlich besonders freue, ist der Golden Löwen. Der kommt auch noch, der Großsegler. Da hinten sehe ich auch schon die Tolkien und die Lothlorien. Die Twister haben wir. Ja, die Seeführ,
Die Twister hat ja einige Male den Segelcup in Wilhelmshaven gewonnen. Aber dazu können wir euch auch ein bisschen was erzählen bei der Einlaufparade. Genau, also zu den Schiffen erzählen wir dann nochmal bei der Parade was. Aber die Segler scheinen sie alle hier im Sportboothafen untergebracht zu haben. Sehr cool. Ja, und Samstagabend sind wir auf jeden Fall zum Feuerwerk dann zurück. Das soll ja auch schon wieder groß werden. Ja, da haben wir auch eine schöne Perspektive für euch. Einen wirklich netten Standort, von dem wir eine schöne Übersicht haben. Ich denke, das wird sich lohnen. Ja. Ich habe auch in letzter Zeit den und die ein oder andere getroffen, die sagt, Mensch, ich freue mich schon auf den Stream, weil ich möchte nicht zwischen die ganzen Menschenmengen. Und sie bekommen es im Prinzip nach Hause aufs Sofa geliefert und finden das eigentlich sogar sehr angenehm. Und ich muss sagen, das mache ich gerne, finde ich gut. Habe ich Freude dran. Ich kann es aber auch ein bisschen verstehen. Ja, also ich würde ja auch, also ganz ehrlich, bevor wir uns kennengelernt haben vor 2 Jahren, ne? Jetzt zum Hafengeburtstag. Ich habe den gemieden, Kirsten und ich, wir sind weggefahren. Wir auch. waren nie in Hamburg. Vor Hamburg Hafen Live waren wir auch nie auf dem Hafengeburtstag. Nee, never. Sag mal, Schatz, waren wir eigentlich mal vor Hamburg Hafen Live auf dem Hafengeburtstag? Höchstens mal, aber nur am Rande, oder? Ja, aber immer so tagsüber und dann irgendwie so Samstag früh oder so. Also wenn dann genau morgens oder... Obwohl wir waren, glaube ich, auch mal mit Besuch da. Aber Ich komme mal mit dem Mikro, ne? Ach, du kommst mal mit dem Mikro. Das Mikro kommt. Ach, du willst nur mal dich kommen, sagst du. Ja, ich wollte dich mal anfassen. Oh, endlich! Ja. Das ist doch schön. So, was macht denn Elas da unten? Können wir das mal wissen? Was ist denn da? Ja. Das ist ein echt schöner Fotospot hier. Wollen wir nicht nochmal da auf die Barkasse schnell und dann nochmal das vom Wasser zeigen? Ja, wir wollten ja noch Landungsbrücken, da ist ja schon alles aufgebaut und so. Ben, du musst aber trotzdem hier ein paar Fotos machen, mal Meinst mit du? dem Handy. Ja, das ist, Komm. also das ist so schön hier bei dem Licht. Mit dem, ich finde, der Rettungskreuzer ist so ein ganz toller Farbklecks. Elas hat übrigens noch Plätze frei für die Einlaufparade. What? Ja. Ich glaube ganz ehrlich, es gibt so viele Boote, wo du mitfahren kannst, Einlaufparade, dass es gar nicht so schwierig ist, einen Platz zu bekommen. Das war, glaube ich, vor Jahren mal anders. Ja. Wäre jetzt Schwester Hansen schon hier, weißt du ja, was sie machen würde, ne? Die würde erstmal zu jeder Bude gehen und fragen, ob es schon was zu essen gibt für sie. Moinsen. Kann ich mal probieren? Ja, man sieht auch da oben auf der Jan-Fedder-Promenade, da ist schon einiges aufgebaut. Ja, schade, dass die jetzt nicht so ein Pre-Opening haben. Aber hier gibt es auch dänisches Eis. Und unsere Möwen sind nicht ganz so diebisch wie die in Warnemünde. Vielleicht gibt es da eine Chance. Also die Hamburger Möwen sind wirklich harmlos dagegen. Ja, also im Gegensatz zu Warnemünde definitiv, oder? Das ist so ein gemeingefährliches Vogelvolk. Ja, am Sonntag haben wir dann die Auslaufparade. Es sind ja auch ein paar Kreuzfahrer da. Ob wir am Sonntag tagsüber, vormittags was Wollen wir machen? direkt links hoch, oder? Ja, da sind, Weil das ist also ja nur da noch sind einfach nur Google. so ein paar Buden, die sind zu. Ich glaube, links ist interessanter. Ja. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Was habe ich gesagt? Ja, ob wir dann am Sonntag vormittags auch was machen, das hängt davon ab, wie wir Samstagabend abstehen. Ob wir dann Mal sagen, gucken, wie es uns geht, ne? wir haben noch nicht genug. Also es gibt dann nochmal die Rescue-Übung. Die kann man meiner Meinung nach auch zweimal zeigen. Bundeswehr, THW ist dabei, die Polizei ist dabei, die DGZRS, es kommt ein NH-90 Helikopter, es wird eine Barge in Brand gesteckt. Das hatten wir ja letztes Jahr auch schon. Also Ja. ich glaube, das wird echt ein ganz tolles Schauspiel. Vielleicht können wir euch auch gleich schon mal zeigen, wo unsere Kameras stehen.
Ja, du hast ja unser schon Standort aufgebaut. ist. Ich habe nämlich schon aufgebaut. Unsere Kameras stehen tatsächlich schon. Du, ich glaube, wir machen da eine Tradition raus. Pre-Opening Hat Walk. doch was, oder? Oder ich meine, das ist eigentlich am Abend vorm Hafengeburtstag, da könnte man auch ein Treffen machen. Da könnte man sagen, Mensch, irgendwie, wenn Leute in Hamburg sind. Ist doch Ja, viel- ist eigentlich wesentlich entspannter, oder? ja, Da ist zwar hier noch nicht wirklich was auf, aber man kann in Ruhe sich treffen, man kann spazieren gehen, man kann sich das alles vorher schon mal angucken. Man kann den Stream machen und dann hätten wir eine ganze Menge Leute im Schlepptau wahrscheinlich. Aber das schadet ja nichts. Aber wäre eine Idee. Kann man drüber nachdenken. sind das die Apfeltelefonwinker? Ja, sogar im Wenn Takt. das nicht die Apfeltelefonwinker sind. Das sind die Apfeltelefonwinkel. Mensch, hallo. Das ist ja cool, dass wir euch hier treffen. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall, ja. Ja, Hallo? Moin, moin. Macht ihr mal ruhig weiter. Wir Ja. sehen uns morgen wieder. einen schönen Abend noch. 12. Ich hab's gerade gehört. Schönen Abend euch noch. Ja, danke euch auch. Ja, Ja, der ist aber ganz schön fix auf seinem Heimweh-Kompressor, ne? ja. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob wir am Samstag tagsüber durchstreamen oder ob wir das in mehrere Häppchen aufteilen. Ja, also Das gucken wir ich mal. weiß es auch nicht. Ja. Kann auch sein, dass wir den Stream immer mal wieder stoppen, vielleicht mal eine Viertelstunde Pause machen. Ja, man muss ja vielleicht auch zwischendrin mal irgendwo hin oder man muss mal was essen oder trinken oder wie auch immer, ne? Wir schauen mal. Das ist natürlich auch so ein bisschen eine strategische Überlegung, weil das für diejenigen, die es vielleicht nachträglich gucken, dann in Häppchen vielleicht. Es ist vielleicht aber auch thematisch ein bisschen schöner, wenn das dann unterteilt ist, ne? Ja, Ja, ein echt schönes Schiff, oder? guck mal, Basti macht ein Foto von uns. Ja. Jetzt hat er sich. Jetzt- Guck mal, jetzt stehen wir hier, da dreht er ja. sich weg. Was soll das denn jetzt wohl? Ich war mal den Fotobeauftragten. Ja, super. Sehr gut. Okay, wir gehen ein kleines Stückchen weiter. Wir müssen uns erstmal hier. Wir wuseln uns hier mal durch. Das sind mir eigentlich schon zu viele Menschen. Was ist denn dann am Samstag hier? Ja, Samstag ist hier wahrscheinlich nur Schieben Ja. und Drängeln. Ja, hier haben sie übrigens auch ein paar zusätzliche Mobilfunkmasten aufgestellt. Da sieht man einen. Ob das reicht? Ich glaube, die Telekom hat 6 Stück aufgestellt. Vodafone hat auch welche aufgestellt. Also letztes Jahr ging es ja durchaus sehr in die Knie, ne? Das Mobilfunknetz. Ja. Und das sind dann diese großen Leinwände, wo das übertragen wird, oder wie? Ja, also insgesamt gibt es 7 von diesen großen Leinwänden. Und da sieht man jetzt auch schon ein Kamerabild drauf. Also es ist live. Da fährt gerade die Ja, das ist Lufthansa. ja die Da fährt die Lufthansa-Fähre. Lufthansa. Die Testdurchsage. ist wirklich da. Hier ist eine Testdurchsage für Turm. Oh, hier kann man schon mal vielleicht Muster ergattern. Aha. Was hat Ben jetzt hier? Oh, Ben, willst du schon eine Funktioniert die Schokobanane Schokobohnen oder schon? was? Nee, da funktioniert noch gar nichts und wir dürfen auch noch gar nichts verkaufen tatsächlich. das ist schade. Ja, Weil sonst hätten wir schon mal probiert. Wir sind nämlich online, weil dann hätten wir ein bisschen Werbung gemacht für euren Stand. aber Das dürft ihr nicht. Nee, bevor ihr Ärger kriegt, das macht ihr nicht. Der will mal wegen Du, das wird hier so voll, die brauchen, glaub das ich, muss ja keine nicht Werbung, die sein. Jungs. Aber gut aussehen tut schon mal. Ja, danke, danke. Schokofrüchte, Mensch, Mensch, Ben, du bist doch gar nicht so auf Schoko, oder? nee, Doch. bin ich nicht.
aber er macht ja auch mal eine Ausnahme, ne? Ja, ab und zu, nicht? Ja, zur Technik. Und wenn Also, Anja gerade nicht da ist, dann muss ja einer den Job machen. Ja, Nicht? wie sagst du das? 7 große Leinwände hier, insgesamt auf der Promenade. Ich weiß nicht, wie viele Lautsprecher. Es ist alles beschallt. Es sind hier zig Lautsprecher. Ja, sogar hoch bis zum Fischmarkt. Ne? Also, Wir können euch das, also ihr glaubt gar nicht, was hier an Kabeln liegt. Man muss immer so ein bisschen genauer hingucken, aber die ganzen Landungsbrücken sind da voll kommt der verkabelt. Technik-Nerd durch. Ja, Ah, das sieht aber auch gut aus, ne? die Rigma-Rigmas. Ah, ne? schön. Ja, herrlich. Mit Festbeflackung. Hübsch. Ich bin ganz entsetzt, dass du so auf die Schokobananen abgegangen bist. Oder hast du bestimmt für mich gemacht? Ich habe das für dich gemacht. Ben macht noch mal ein Foto. Ach, hier geht's ja schon wieder zur Sache, Mensch. 100 Bits von Mucci 888. 9 Monate auf Twitch ist dabei. Jupkawuff. Und ebenfalls 9 Monate ohne Sven und Aber. Henrik Köster lässt 10 Euro Superchat da. Danny ist da aus Wasserburg. 2 Euro Superchat. Nilsi lässt auch 5 Euro da. Und Alida ist seit 10 Monaten dabei. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Wird das nochmal rückwärtig verkleidet oder lässt man das einfach offen? Was ist jetzt, wenn der Ja, das Kabel ist- kaputt ist? Also für Hamburger Verhältnisse finde ich das schwierig. Ja, so sehen die Wände von hinten aus. Also so besonders dick sind die auch nicht, ne? Das ist wie so ein Fernseher, eine große LED-Wand. Ich vermute 206 Fluggesellschafter raiden rüber. Ja, Moin, ihr Lieben. herzlich willkommen. Aus Dresden. Ich frage mal nach. Ist der A380 gestartet? Also ich habe immer mal wieder geguckt, aber da stand die ganze Zeit nur so ein... Der stand da nur rum. Also eben kam was im Chat, dass er gestartet ist. Okay. Also das war... Ich habe da nur reingeguckt und das war so ein... Eigentlich war das so ein Hamburg-Hafen-Livestream. 4 Stunden ein Fahrzeug. Ein Schiff. Also alle haben gewartet auf einmal abheben, oder wie? Ja, genau. Okay. Ja, wo, Schön, dass ihr rübergeflogen. Also hier das Killerhörnchen fragt, ob wir den Hafengeburtstag streamen. Mensch, Killerhörnchen. wir machen es doch schon. Schön, dass du neu dabei bist. Toll, dass du unseren Kanal gefunden hast. Herzlich wir willkommen. Wir reden seit Tagen von nichts anderem. Und vielleicht auch noch mal eine Gelegenheit für die Mods unseren WhatsApp-Kanal zu posten, wo wir euch dann auf jeden Fall eine Nachricht schicken, wenn wir live gehen. Also falls das mit der Benachrichtigung auf Twitch oder YouTube nicht funktioniert. Die WhatsApp funktioniert immer. Ja, hier guck mal, überall Lautsprecher. Überall. Ja, die Massen möchten unterhalten werden. Ne? Das soll ja dieses Jahr wirklich ein ziemlich fettes Ding werden. Ja, letztes Jahr hat man sich ja extrem über die Akustik beschwert. Also dass hier an Land nichts angekommen ist, weil die Lautsprecher nur auf der Bühne waren. Und deshalb hat man dieses Jahr gesagt, dreht man richtig auf, was Beschallung angeht. Und halt auch nochmal diese Videoleinwände. Weil natürlich diese Barge ist zwar riesengroß, aber jetzt musst du dir vorstellen, du stehst hier an der Rigma-Rigmas. Die Barge, Ja, ist vorne an wird- den Landungsbrücken. Ne? Wahrscheinlich Genau, zwischen also im- Landungsbrücke 3 und 4 oder irgendwie im sowas. Bild würde ich mal sagen, die Verlängerung Bugspriet von der Rigma-Rigmas. Ja. Ja, also irgendwo da kommt diese Barge hin. Und dann ist das, erstmal ist der Winkel doof. Also du hast im Prinzip hast du ja ein Publikum, was extrem breit ist. Also die Masse des Publikums, ne? Sehen dann die alle wie ich. Wer weiß, vielleicht sind die zu der Uhrzeit auch schon ein bisschen breit. Ne? Man Und weiß es dadurch nicht. hast du natürlich teilweise wirklich einen etwas komischen Winkel. Naja. Und deshalb haben sie dann gesagt, stellen Sie diese Videoleinwände auf. Ob die reichen, guck mal, da vorne ist eine. Ja, aber es ist zumindest schon mal eine Verbesserung zu letztes Jahr, weil letztes Jahr waren ja die Boxen auf dem schwimmenden Ponton eigentlich nichts anderes als Monitorboxen von HP Baxter. Genau. Der hat sich selbst gehört.
Das ist für den normal in der Lautstärke, glaube ich. Aber du musst halt auch die Distanz dann überwinden. Ne? Ja, mal gucken. Also Samstag werden wir schlauer sein. So. Ja. Hier haben wir eine goldene Statue. Ja. Die haben auch, finde ich, einen harten Job. Ja, hier ist dann auch noch eine Videoleinwand. Ich finde das immer spannend, wenn die Menschen vor einem sich so unkoordiniert und plötzlich bewegen und dann in Richtungen gehen, die man vorher nicht vorhersehen konnte. Sieht jetzt im Stream ganz furchtbar aus, das Bild, aber das ist so eine LED-Videoleinwand und das Abfilmen, also das sieht deutlich besser aus als das, was jetzt im Stream rüberkommt. Ja, aber ist auf jeden Fall schon mal besser als letztes Jahr. Ne? Also gar keine Frage. Ja, guck, und einen neuen Papst haben wir auch. Ja, Können wir da auch einen Haken dran machen? Guck mal, und es sind auch bis zum Fischmarkt hier so Durchsagelautsprecher. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich nur so für Durchsagen und Notfälle sind. Ach so, das kann natürlich sein. Ja. Oder ob darüber auch was. Vielleicht wird da ja eine Programmansage gemacht oder so. Ab jetzt vor den Landungsbrücken das und das. Das sind doch Aber so ist auch typische, Videoüberwachung, ne? Also da ist auch. ja, aber das sind doch so typische Lautsprecher für Durchsagen, oder? Ja, ich dachte auch zuerst, die haben sowas auch bis zum, also was wir hier haben für die Musik bis zum Fischmarkt, aber das sind nur diese Lautsprecherdinger. Weil vielleicht ist auch die Polizei dahinter und sagt, hier, ne, pass mal auf, Manni, geh mal einen Schritt weiter, reicht jetzt. Wir haben übrigens ein Geburtstagskind, sehe ich gerade. Der Das schreit ja nach Michael. dem Horn. Ja, herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Vielleicht haben wir auch noch andere Geburtstagskinder. Happy Birthday, mein Lieber. So, Leiterfolge. Hier ist Peter Ganz. Hallo. Hallo. Ich habe mal fotografiert eben. Was? Ihr habt uns fotografiert von hinten? Ja, von hinten. Nein. Seid am Alex vorbei. Wir waren im Alex. Habt ihr uns fotografiert? Sowas, dann dürfen wir euch auch filmen, oder? Ja, das war ja einfach. Ihr habt ja sogar eine Fairplay-Jacke an. Wie sich das Mensch, gehört, ne? aus dem Fairplay-Fanshop oder was? Richtig. Nur durch euch. Guck mal hier, Fairplay. Guck mal hier. Da ist Fairplay. Fairplay. Also Fairplay, ja? Besser hier. Na? Ja, Ihr, definitiv. ihr Kann wisst man ja, gut wie das gebrauchen. geht mit dem Affiliate, oder? Ja, definitiv. Also, weiter geht's. Ja, ist Hier doch haben wir cool. MSC. Super. Am Sonntag auch. Wir sind Also ihr seid im Gin Hotel? Ja. Ja, super. Ja, MSC auch groß vertreten. Ich hätte ja unheimlich gerne so ein Schiffsmodell. Hier steht auch eins von so einer MSC. Also, Da vorne. Aber da ist sogar irgendwie hier mit Lego bauen für Kinder oder sowas, ne? Das ist ja cool. Zumindest ist da so ein Lego-Kopf. Ja. Da sind auch so Sehr Lego-Platten, also Ja. Kinderbespaßung vorhanden. MSC, ich glaube, der AIDA und so, ich glaube, die sind teilweise, geht das Die bis sind hinten. vorne beim Kehrwieder in der Ecke, glaube ich. Das geht ja bis zur Hafen City da hinten, ne? Das geht bis zur Hafen City tatsächlich. Ja, ich glaube, da sind auch noch Stände. Okay, das ist ja Wahnsinn. Ist das dieses Jahr größer geworden als Bin mir letztes nicht Jahr? ganz sicher. Also ich will da jetzt nicht meine Hand in the fire legen. Ja, ich kann mir das generell vorstellen, dass die das da ein bisschen auseinanderziehen. Weil du hast ja auch Stände auf den Brücken, also die Baumwallbrücken.
Da sind ja auch Stände drauf. Also ich kann mir das vorstellen, dass das da noch so ein bisschen reingeht. Ja, also jeder, der hier ist, kann ja mal erkunden und dann mal Bescheid sagen. Und Kabel über Kabel. Lautsprecher, auch da Lautsprecher. Also es wird eine echte Challenge. Ach, guck mal, da ist ein MSC Lego Matrose. Den haben sie da versteckt. Und jetzt zeige ich im Livestream, wo der steht heute Nacht. Ja, der ist ja morgen auch noch da. Das wird ja alles bewacht. Also die letzten Jahre war immer Security hier. Ich denke auch, da wird überall Security sein. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und auch wieder Kabel, ne? Das kann man gleich noch an den Landungsbrücken gut sehen. Also auch hier unten in der Ecke. Unfassbar. Und das alles, also die haben, glaube ich, Montag angefangen aufzubauen. Ja, wollen wir hinten bei Brücke 3 sonst runtergehen? Genau, dann können wir ja mal gucken, wo unsere Kameras stehen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Donnerstag ist der beste Tag, um den Hafengeburtstag zu besuchen, oder? Ja, zumindest schon mal so ein bisschen kicken, ne? Mann, ich habe echt Angst davor, dass der HSV Samstag aufsteigt. Und dass Also- die dann alle hierher kommen. Also eigentlich fände ich es ein bisschen cool, wenn das täte, weil das wäre der perfekte Zeitpunkt. Also Hafengeburtstag, der Hamburg feiert quasi sein maritimes Herz und dann steigt der HSV auf. Das wäre ein Hammer, Das wäre schon was, oder? ja. Also das würde ich ihm echt gönnen. Uns auch, weil wir stehen in sicherer Entfernung, wir kriegen das nicht unmittelbar mit. In die Notizen guckst du heute nicht, ne? Du kannst mal gerne reingucken in die Notizen, ja, wenn wir da. Remo ist jetzt Haben wir auch am da? Start und der, Okay. Was haben wir denn hier? Ja, ist gut. Ja, nichts drin. Entschuldigung. Ha, jetzt kommt die Sonne sogar raus. Sag mal, das wird wieder so ein Tag wie gestern. Ben, was war das gestern für ein Stream? Ja, also das war eine Lichteskalation. Ich konnte gar nicht schlafen. Ich konnte echt nicht schlafen. Ich Echt fand nicht? das so toll. Ich ehrlich? war so richtig gepusht. Also ich bin auch gestern Nacht erst um 1 ins Bett gegangen, weil Kirsten dann irgendwann ins Wohnzimmer kam. Die war schon vor mir verschwunden und guckte dann durch die Wohnzimmertür. Du bist ja immer noch wach. Ich sag, ja, ich komme. Aber das war gestern auch so ein Ding. Also ich war noch so unter Adrenalin irgendwie. Schlafen war nicht so einfach. Gestern habe ich es auch so ein klein bisschen bereut, dass ich nicht mehr Zeit zum Fotografieren hatte. Möchtest du ein paar Bilder haben? Ich hätte da was. Ja, du postest ja bestimmt. Also ich habe schon eine Handvoll gemacht, die auch, und weil die halt, diese Handvoll, die ich gemacht habe, weil die so gut waren, dachte ich mir, da hätte man noch mehr rausholen können. Ich glaube, ich muss noch mal eben die Brille wechseln. Ich bin hier die ganze Zeit so am Rumkneifen. Meine Frau hat ja einen hervorragenden Rucksack dabei. Da ist ja alles drin, was man zum Überleben braucht. Ne? Wenn ich sie frage, hast du eine Bohrmaschine, sagt sie nicht nein, sie sagt nur, ich guck mal nach. Du hast wenigstens eine Sonnenbrille dabei, nicht wie Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unfreundlich, wenn man mich filmt, dass man mir nicht in die Augen gucken kann. Aber wenn ich sie die ganze Zeit zukneife, dann könnt ihr meine Augen auch nicht Aber sehen. jetzt siehst du einfach noch mal besser aus, Ah, noch cooler. danke. Ja. Noch mal viel cooler. Möchtest du deine Sonnenbrille auch haben? So, Daniel ist Alles neu bei klar. unserem Fischmarkt. Daniel, herzlich willkommen, genauso wie der Michael. Schön, dass ihr bei uns seid, ihr beiden. TB lässt 2 Euro Superchat da. Henrik Köster freut sich schon auf ein grandioses Wochenende und feiert 16-monatiges. Und der Friedhelm, auch 2 Euro Superchat. Hafengeburtstag, Heiligabend, ja. Das stimmt. Ja, wollen wir noch ein Stückchen weiter? ja, lass uns das gerne machen. Sieht aber auch echt schön aus, ne? Also cool.
Ja, wir können ja jetzt mal gleich hier runtergehen zu Brücke 3. Wo sind denn? Ja, Ankerbengel, da hast du recht. Also morgen Abend sieht das hier aus wie eine Müllhalde. Ja. Aber das ist auch krass, ne? Die Stadtreinigung, die machen dann wirklich früh morgens, die hauen so rein. Ja. Das ist Wahnsinn, in welcher Geschwindigkeit. Das ist ähnlich wie beim Fischmarkt. Ne? Wenn der durch ist, dann sind sie auch schon bereit. Das, Schwester Hanse ist auch auf dem Weg. Sie soll dir ausreden, soll es mal langsam machen, nicht so schnell. Okay. Ne? okay, ja, wir haben ja noch ein bisschen. Ja, dann können wir ja eigentlich mal zeigen, wo unsere Kameras stehen. Ne? Also hier Brücke 3. Da ist quasi die Mediabrücke. Da seht ihr auch ein Fairplay-Zelt. Fairplay hat ja hier wieder die Finger im Spiel. Und da seht ihr auch unter anderem schon 2 oder 3 von unseren Kameras. Die oben links nicht, die gehört dem NDR, aber alles, was unten in der ersten Reihe steht, das sind quasi unsere Kameras für das Tagesprogramm. Nein, es sind natürlich nicht unsere Kameras, aber wir bekommen das Signal und dürfen auf diese Kameras zugreifen. Also wir werden da unten stehen. Da ist ein Platz für uns, da können wir auch unsere eigene Kamera hinstellen, bekommen aber zusätzlich das Signal von allen Kameras, die hier im Hafen eingesetzt werden. Also alles, was für die Produktion Elbe in Concert ist, kriegen wir bei der Tagesveranstaltung auch zur Verfügung. Also, Aber das ist schon cool, ne? Also ja, fett. also das ist schon ein bisschen cool. Einziger Wermutstropfen, wir müssen da echt Sonnenschutz mitnehmen. Da stehen wir voll auf dem Präsentierteller. Ja, aber wir müssen ja letztendlich nur den Samstag überleben. Wenn der Sonntag dann nur so halbgar läuft, dann ist das ja nicht mehr so schlimm. Da passiert ja nicht mehr so viel. Stimmt. Funktionieren muss Samstag. Genau. Ne? Und natürlich die Einlaufparade. Ja. Ja, und da stehen wir dann. Also das Schöne ist, wir haben da Strom, wir haben da Internet, wir haben das Audio- und Videosignal. Also eigentlich müssen wir nur Sonnenschutz mitbringen. Der Rest Ja, das war ja läuft dann. einfach. Ja. Und ja, ich hoffe, es funktioniert alles, aber das sind Profis, die das da machen. Also von daher Also davon gehe ich mal aus. dass gehe das ich mal davon funktioniert. aus, dass das wirklich alles funktioniert. Wir haben als Backup-Plan natürlich immer noch eigene Kameras. Genau. Die werden wir wahrscheinlich auch einsetzen, um das zu zeigen, was wir sehen. Ja, du weißt ja immer gar nicht. Also es sind dann ja Kameramänner, die ja eine eigene Regie haben. Also die hören ja nicht auf uns, sondern die haben eine eigene Regie. Wieso Und hören die denn noch nicht auf uns? das ist eine gute Frage. Machen wir nächstes Jahr, aber anders. Also ich bitte dich. Nein, aber Also. das ist natürlich klar, die haben andere Maßgaben und andere Vorschriften beziehungsweise andere Pläne natürlich, was sie zeigen möchten, was auf deren Das auf ist deren für die Liste steht. Videoleinwände, ne? Ne, Das genau. ist krass, oder? Damit bespielen die Videoleinwände und wir kriegen das Signal quasi als Zweitverwerter. Ja, aber ist doch super. Das ist krass, ne? Und wenn da was Gutes drauf ist, dann übernehmen wir das Ja, und dann ist gut. Also besser geht's ja gar nicht. ganz genau. Ja, gibt einen kleinen Wermutstropfen. Wir werden uns technisch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen müssen. Wir werden wahrscheinlich, was die Übertragungsqualität angeht, einen kleinen Abstrich machen müssen. Aber das wird trotzdem, also nur die Framerate werden wir ein bisschen runtersetzen müssen. Aber alles andere wird natürlich trotzdem tippitoppi sein. Ja, jetzt warten wir auf Schwester Hansen. Wollen wir denn schon mal da einmal da runtergehen? Ja, das können wir gerne machen. Soll ich sonst mal unseren Standort einfach in der WhatsApp-Gruppe teilen, damit sie weiß, wo sie hin muss? Ich denke, die ist mit Tanja in Kontakt. Ach so, gut. Hier ist gerade die Frage, ob wir das Feuerwerk auch von hier zeigen. Nein, das machen wir nicht. Das hätten wir machen können. Aber wir haben uns gedacht, wir zeigen das wieder oben von der Dachterrasse, weil man da einfach einen wunderschönen Blick hat. Elbphilharmonie, der ganze Hafen, die ganzen beleuchteten Schiffe. Wenn wir da vorne stehen, dann haben wir zwar einen sensationellen Blick auf die Bühne und auf das Feuerwerk, aber wir haben überhaupt keine Chance mehr, Hafenkulisse zu zeigen. Und deshalb habe ich gesagt, nehmen wir das Feuerwerk lieber wieder von oben mit. Ja, hat ja auch eine schönere Übersicht, ne? Du, vielleicht machen wir das auch einfach so, dass wir Samstagmorgen uns da anstöpseln an die Kameras, dann schmeißen wir den Stream an und fahren wieder nach Hause.
Noch besser. Du, das sind Und dann Kameramänner, machen die- das ist eine Regie. Dann machen wir die Moderation von zu Hause, vom Sofa aus. Ja, genau. Ja, das Schöne ist natürlich, das ist halt der quasi Mediastandort hier. NDR steht da auch. Und direkt hier liegt dann auch kein Schiff. Ursprünglich war geplant, dass hier die Alexander von Humboldt II liegt. Die haben sie jetzt aus Gründen umgepflanzt oder umgelegt. Rechts daneben, das erste Schiff, was rechts da liegen wird, ist die Neuwerk. Die wird dann halt hier direkt so rechter Hand liegen. Linker Hand habe ich vergessen. Müsste ich jetzt in den Plan gucken. Ja, Fährenverkehr werden wir hier wahrscheinlich nicht haben. Ich glaube, die fahren nicht zum Landungsbrücken, Nee, oder? die hören Fischmarkt auf. Die fahren bis Fischmarkt und dann ist Schluss am Wochenende. Ach guck mal, da kommt auch eine alte Hadak-Fähre vorbeigeschippert. Ja, ich bin auch echt mal gespannt, was die Hadak zeigt. Also die wollen ja hier auch so ein bisschen eine kleine Vorführung machen. Hier ist nochmal die Frage, ob es einen Zeitplan für unsere Streams gibt. Also ich habe schon einige Streams erstellt auf YouTube. Und wenn ihr auf YouTube guckt, findet ihr da schon Stream-Ankündigungen. Und das ist so ein bisschen das grobe Raster, wo wir uns dran entlanghangeln. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich da. Die sicherste Bank ist natürlich der WhatsApp-Kanal. Vielleicht machen wir das auch so, dass wir über den Tag ausnahmsweise immer mal wieder eine WhatsApp verschicken. So nach dem Motto, jetzt geht Schlepperballett los, jetzt kommen Ja, Hadak-Fähren, ja. jetzt kommt Festmacher. Also dass man einfach immer noch mal wieder, selbst wenn wir den Stream weiterlaufen lassen, dass man vielleicht immer wieder noch mal eine Erinnerung rausschickt. Und man könnte ja theoretisch, ich meine, der Stream, wenn man ihn hochlädt, wie lange kannst du am Stück streamen, damit er hinterher erhalten bleibt? 12 Stunden. 12. Naja gut, das werden wir ja sicherlich so nicht machen. Aber man kann ja hinterher Marker setzen, da wo Ja. das neue Thema anfängt und dann ist es ja auch schon erledigt. Genau. Ja, da gucken wir mal. Da schauen wir mal. Ja, falls ihr Bock auf Fairplay-Klamotten habt, einige laufen hier ja schon rum. Ich habe gesagt, als Dankeschön dafür, also das Coole ist ja Fairplay, wir bezahlen ja nichts dafür. Fairplay lässt uns das machen. Wir haben gesagt, dafür streamen wir halt auf YouTube, weil das haben die gar nicht. Ja, also das ist ja, gut für uns. YouTube, Twitch machen nur wir. Oder natürlich gibt es wahrscheinlich noch andere Streamer, aber jetzt sage ich mal so von den größeren Produktionen. Von daher, schaut mal in den Fairplay-Shop, da gibt es coole Sachen. Ich habe Durst. Ja, wir trinken nachher was. Also ich glaube zum Laufen und Gucken, entweder wir bleiben hier oben oder wir nehmen die Terrasse oben. Ich wollte da einmal auf die Terrasse und dann können wir noch mal rüber zu unseren Kameras gucken. Guck mal, ich glaube, da hinten kommt auch noch irgendein Segler. Ja, da kommt was mit Masten. So. Also hier ist, ich kann das ja noch mal von hier zeigen. Na? Da stehen wir dann, genau in der Mitte. Ja, dann könnt ihr, wenn ihr hier sein solltet und spazieren geht und uns sehen wollt, zumindest von hinten, dann könnt Ja. ihr das tun von den Landungsbrücken aus. Und ich will die jetzt gar nicht stören, weil ich glaube, hier geht gleich nämlich eine Probe los. Ich habe gehört, dass die zwischen 19 und 21 Uhr Elben Concert proben wollen. Sind die Künstler auch schon drauf oder was machen die da? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sehe jetzt auch noch nichts von der Barge. Kann natürlich sein, dass die müssen sie ja mit Schleppern da rausholen. Weißt du, wo die Barge liegen soll? Ja, die liegt hinten in der Verlängerung vom Oswaldkai. Ah, okay. Da hinten in der Ecke. Also vielleicht kann ja mal jemand auf den Wesselfinder gucken. Der filmt mich. Das gibt's ja wohl nicht.
Kommen wir jetzt ins Fernsehen? Jetzt sind wir im Fernsehen. Ja, auf den Videoleinwänden sind wir höchstens. Soll ich noch mal kurz ein bisschen fragen hier so? Ja, wenn du noch Fragen Guck mal, hast. Hier war, ist Samstag zwischen 20:30 und 22:45 Uhr ein Feuerwerk oder Lichtershow? Feuerwerk. Okay. Ach, guck mal, Stefan aus Wilhelmshaven ist auch da. Liebe Grüße zurück. Herr Lunke kommt auch wohl gleich irgendwie. Ja, wir können ja hier noch so einen kleinen Moment. Ja, ich meine, von hier hat man ja auch einen schönen Blick, ne? Ja. Ist ja auch ein Standort, wo wir selten sind. Normalerweise versuchen wir ja die Landungsbrücken zu meiden. Ach, guck mal, da sind Andreas Westphal und Chrissy. Und Keks. Und das ist Keks? Das ist Keks. Okay. Und wir haben noch einen Zuschauer aus der Schweiz. Ich muss noch fragen. Sag mal noch mal, wie war dein Name? Und auch hier übrigens Kabel, ne? Ja, alles voll mit Kabel. Ja. Die spannende Frage, die ich gerne beantwortet hätte, wäre, wie viele Kabelbinder wurden verbaut? Guck, die Hamburgensie. Ich überlege gerade, ob es eine coole Idee wäre, mal von hier zu streamen. Wenn es nicht ein sonniges Wochenende ist, sondern Ja, irgendwie unter der Woche. Ich finde das hier oben drauf schon irgendwie ganz cool. Ja, die Perspektive ist auch ganz nett. Ist vielleicht auch eher was für morgens, wenn noch nicht so viel unterwegs ist. Weil das wäre ja auch theoretisch so Richtung Sonnenaufgang. Ne? Also, Ja. aber es Wenn da passiert mal ein ja. Autotransporter kommt, Ja, könnte den müsste man zumindest natürlich so ein bisschen abpassen. Ne? Ansonsten passiert hier natürlich hier hinten nicht so viel. Ne? Oder wenn das Hafen City Terminal mehr in Betrieb ist. Fährt dann natürlich vorbei das Schiff. Man hat es nicht lange. Ja, und man sieht es aber kommen. Ne? Also Ja. du kannst ja von der anderen Seite dann eine ganze Zeit lang filmen. Stimmt, du kannst natürlich echt weit nach da hinten filmen. Ne? Guck mal, mit der Also, großen Kamera, wenn wir dann anständige Optik da drauf haben, naja, da kannst du schon weit gucken. da geht was. Ja, wäre vielleicht mal was für einen morgendlichen Anlauf. Ne? Wenn wir Hafen City, einen Kreuzfahrer oder mal hier so eine schwimmende Garage. Oder wenn mal wieder eine Fregatte kommt, die Ja. an die Überseebrücke geht. Ja, da fällt mir auch noch, da fallen einem Optionen ein, wie man es nutzen kann. Definitiv. Aber eigentlich ist es ein ganz cooler Standort. Wir haben hier zwar die beiden Lampen im Weg, aber gut, da. Ja, aber die hast du nicht überall. Nee. Also wenn man sie ein bisschen zur Seite stellt, geht das eigentlich. Das geht. Und die Steffi ist auch wieder auf der Speicherstadt dabei. Steffi, Dankeschön. Es ist natürlich schön wuselig hier mit den Fähren. Absolut. Das auf jeden Fall. Was kommt denn da für ein Segelschiffchen? Also ein AIS hat es nicht. Ja, die Fähren könnt ihr auch alle mit Deutschland-Ticket benutzen. Ja, gehört zum HVV-Verbund. Gibt verschiedene Linien. Manche sind am Wochenende auch nicht aktiv, weil das eigentlich mehr so für Arbeitnehmer gedacht ist, die halt zu entlegeneren Orten müssen. Ne? Ben, guck mal. Die haben da hinten sauber gemacht. Tatsächlich. Die ganze Mauer da, das ist ja, wenn man aus dem alten Elbtunnel rauskommt, Das war doch gestern aber noch nicht. da haben die, da hinten ist ja so eine Fischbude, wo Susi und Sven Ja. Fischbrötchen verkaufen. Und diese ganze Mauer da,
Die war voll mit Graffitis. Ich Ja, glaub, vor allem, da war ein großes HSV. ein großes HSV-Graffiti. Und jetzt haben sie das im Bundeswehr grau gemacht. Warte mal ab, wie lange es dauert, bis da wieder ein HSV-Graffiti drauf ist. Davon kannst du Dauert ausgehen. Haben sie denn da auch wieder einen Zaun aufgestellt? Könnt ihr das erkennen im Stream? Aber das muss ja irgendwie heute passiert sein, weil gestern war das noch. Doch, ist da ein Zaun. Die haben da was aufgebaut, ne? Das ist nicht die normale Mauer. Haben die Weil, das einfach abgedeckt oder wie? naja, das haben die ja letztes Jahr auch gemacht. Für die Irren, damit da keiner über Bord geht. Aber was machen die denn hier? Da Hier. kann ja jederzeit einer. Ja, das ist eine gute Frage. Und eigentlich passiert das, Gott sei Dank, nie. Also ich habe noch nichts gelesen, dass da irgendwie einer verschütt gegangen Ich ist. wundere mich auch, aber es ist auch, wenn es hier voll ist am Wochenende, dann steht hier auch Security. Ja. Also gerade Linie 62, ne? Also Das ist ja jetzt harmlos hier. da wird zugeteilt, wer draufkommt und wer nicht. Das ist ja gerade komplett harmlos. Schon schön, ne? Oder? Sag mal, hast du zufällig in deinem Rucksack ein Wasser? Nee, leider nicht, aber können wir Schade. ja holen. Würdest du das wirklich tun? Ja, klar. Leute, ich habe echt die allerbeste Frau. Geh mal los kurz, ne? Die holt mir jetzt tatsächlich ein Wasser. Bis gleich. Nee, danke schön. Nee. Ich trinke nachher. So. Paddy, ich gehe mal gucken, was das ist. Ich glaube, das ist die Atlantis. Wenn ich das richtig gesehen habe, war Sebastian die Maschine schon schneller. So, ich gehe mal gucken, was das ist. Ne? Hier. Ah. Du weißt schon, dass du da Geld reinschmeißen Ach musst. Mensch, jetzt machst du doch nicht kaputt. Ja, dann heißt es wieder, bei Hamburg Hafen Live haben sie gesagt, das kostet nichts. Ja? Ja, wenn du nichts sehen willst, kostet das auch nichts. Guck mal, du kannst einmal 1 Euro oder einmal 2 Euro reinschmeißen. Guck mal, ich schmeiß mal gucken, ob das funktioniert. Also ich würde denken, das ist von der Machart, ist das der Golden Löw, oder? Nein, das würd ist die sagen, das Atlantis. Atlantis? Golden Löw ist schon da. Echt? Die lag schon da im Hafen. Ah, weil da braucht er kein Euro reinschmeißen. Das ist hier die Finkenwerder, eine von unseren Hybridfähren. Kennt ihr ja auch alle zu Genüge, aber aus dieser Perspektive gucken wir da doch eher selten rüber. Also gerade morgens ist natürlich Landungsbrücken hier ein Träumchen. Ne? Wenn ihr Alles. es hinbekommt, euch aus dem Bett zu schälen, kann ich nur sagen, macht das, Leute. Morgens Landungsbrücken, beste. Ja, auch jetzt zum Hafengeburtstag. Also wenn ihr Samstagmorgens gut rauskommt, obwohl ihr Freitag schön gefeiert habt oder ihr feiert einfach durch, ist schon schön. Gerade morgens, wenn hier die ganzen Segler und Schiffe dann an den Landungsbrücken liegen. Es ist toll und vor allen Dingen die Ruhe dabei. Einfach schön. Oh, ein schönes Schiff, ne? Ja, aber auch relativ voll, ne? Da ist eine Menge Leute drauf, wenn ich das richtig sehe. Schon die erste Gästefahrt absolviert. Ich freue mich schon auf die Parade. Angeführt wird sie ja von dem Tender Donau, Versorgungsschiff. beziehungsweise angeführt wird sie natürlich von der Branddirektor Westphal. Dann Aber kommen dann kommen die Polizeiboote, Genau. 3 oder 4. Und das erste Paradengästeschiff, das ist dann die Donau. Die Branddirektor Westphal mit ihren Löschmonitoren, die bis zu 180 Meter weit spritzen können. Wird natürlich wahrscheinlich wieder fototechnisch das Highlight sein. definitiv.
Ja, also diese alten Schiffe, die segeln tatsächlich Ivory. Das haben wir ja auch auf der Segelregatta in Wilhelmshaven gesehen. Und das macht richtig Spaß. Also wenn die erstmal Segel setzen, das ist natürlich auf der Elbe ein bisschen schwierig, weil Ja, ich glaube, hier können die halt nicht kreuzen. ja. Der Wind müsste dann schon sehr gut stehen. Also ich glaube, der Einzige, der hier mal unter vollen Segeln rausgefahren ist, das war Freddie Quinn, ne, damals. Ich glaube, das war das erste und einzige Mal, dass hier jemand mit vollen Segeln rausgefahren ist. Wobei, wir auch hatten nur fürs letztes Film. Jahr hatten wir doch die Sea Cloud. Ist sie auch unter vollen Segeln Die ist auch rausgefahren? unter vollen Segeln raus. Okay, Da stand der Wind wohl so günstig. das ist aber extrem selten. Anja kommt. Oha. So, jetzt kann ich mein Mikro abgeben. Jetzt Bei ist den- Eskalation. Jetzt geben wir unsere Mikros ab. Ist vorbei. Oh, guck mal. Das ist Liebe. Guck mal, die lassen sich gar nicht mehr los. Ah, guck mal hier. Fashion-Influencerin Kirsten. Ich bin oldschool, ne? Ich habe gearbeitet. Ich war wieder die Arbeit. Ja, du bist ja fleißig im Gegensatz zu uns. Was habe ich mit? Was ist das denn? Fressen! Oh, Ja, was zu essen. ja natürlich, Franzbrötchen. Okay, wer nimmt das Mikro und die Kamera? Ja, ungefähr, hau rein. Erstmal schön Franzbrötchen, ne? Ja, schöne Idee. Ja, Nicht auseinandergehen, nicht auseinandergehen. ja, ich habe ein Mikrofon. Alle hören mit. Kannst du mir bitte einmal kurz das Wasser aufmachen? Ja, wollen wir gleich noch ein Stückchen weitergehen? Aber war nichts Verfängliches, alles gut. Endlich gute Laune da. Da denn eigentlich für ein schönes Ding? Seid ihr hungrig oder was, ne? Ich dachte, wir kriegen heute die Beine von Dolores zu sehen. Entschuldigung, diese Beine sind auf der Oh, das ist ein Knuddeln und Kuscheln hier. Sind natürlich schon die ein oder anderen von der Community da kreativ an die. Guck mal, Andreas Westphal, Chrissy und Keks. Da ist unser Andreas Westphal. Und Chrissy und Keks. Moin, ihr beiden. 8:30 die Costco vom CTT endlich. Die reißen sich auch Halb darum, neun. vor die Kamera zu kommen. Langsam Die haben gesagt, sie wollen alle unbedingt gefilmt werden. Da müssen wir sehr langsam gehen. Was geht, Leute? alles mit 2 Beinen oder mehr. Die wollen alle einmal gruscheln. Wollen wir noch mal ein Stück darunter gehen? Ja, ich habe das gerade Ja. schon eben gehört. Ich weiß, Die kriegt aber voll das geile Licht. Du, wenn der kommt, sehen wir das hier. Ob wir es Ich schaffen? denke mal, das verzögert sich alles. Schauen wir mal. Ich habe mir überlegt, wir gehen jetzt noch mal bis zum Ende der Landungsbrücken. Super. Drehen nee. dann um, gehen noch mal zurück, gucken, ob sich hier was tut mit der Probe. Und wenn nicht, dann nicht. ja, hier wurde auch schon angeteasert, eine Costco geht raus um 8:30. Ja, das sehen wir ja hier nicht. Wobei, wenn es die Costco Universe ist, würden wir sie von weit weg sehen. Aber das ist ein schlechter Standort für große Schiffe gucken. Ja, hier ist auch Currywurst Pommes angesagt. Mann, oh Mann, was steht hier an Lautsprechern? Ich habe ein bisschen Angst um unseren Ton. Aber, Was für ein Ton, der sagt, ich bin weg. aber du, wir können es eh nicht ändern. Ja. Von daher. Also interessieren tut mich in erster Linie der Moment, wo wir vorne moderieren, tagsüber, wie das sein wird. Weil wir haben ja auch noch den NDR bei uns vorne mit drauf. Ne? Ich kann dir nicht sagen, ob morgen die Fähren Finkenwerder Teufelsbrück fahren, Matt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was dagegen spricht, weil da hinten ist kein Hafengeburtstag. Also, warum sollten die nicht fahren? Nö.
Ah, guck mal, der Jürgen sagt, dass Fairplay 91, 95 und 96 sich in Bewegung gesetzt haben. Ah, okay. Die sind nämlich an der Badstrand. 95 schon den ganzen Tag. Dann kann das sein, dass wir gleich noch mal einen Blick auf die Bühne werfen können. Oh, das wäre cool. Da hinten liegen Elbe und Holland. Das sind diese schönen alten Schlepper. Ja. Ja, gehen wir hoch bis Brücke 10, ne? So? Ja. Ja. Ach so, wegen der Einlaufparade. Ja, das kann natürlich sein, dass da uhrzeittechnisch mal eine Fähre aussetzt, aber eigentlich tut die Parade den Fähren nichts. Die ganze Parade ist halt auch angehalten, auf der südlichen Fahrwasserseite zu bleiben, also quasi in Fahrtrichtung rechts. Ja, und damit können die Und- Fähren dann passieren. Ne? Von daher ist da noch genug Fahrwasser für die Fähren. So, Ach, hier wird aber ordentlich genascht. hier wird wieder ordentlich gekifft. Ja, die kommen gleich da hinten aus dem Ach. Hansahafen. Dann können wir ja noch mal zurückgehen. Ja, die Koi ist auch unterwegs, ne? Oder wer ist das da hinten? Hier vorne ist noch mal die Freier und dahinter die Koi, glaube ich, ja. Tobi, nein, auf dem Schlepper haben wir diesmal keine Kamera. Dieses Mal zeigen wir das Schlepperballett von vorne. Ja, so wie das eigentlich jeder andere auch sieht. Behind the Scenes haben wir letztes Jahr gemacht, fand ich auch sehr cool. Ja, aber cool, oder? Einfach mal dabei sein, wie sowas abläuft. Hätten wir natürlich auch wieder machen können, aber wir haben gesagt, Mensch, jetzt dieses Jahr zeigen wir es halt mal so, wie es gedacht ist. Ja, aber es braucht ja auch mal Abwechslung. Ja, der Saugbagger ist noch im Dock 11. Hier liegen normalerweise dann Du die meinst die Fahrgastschiffe Osterriff, von ne? Habicht und so. Genau. Ja, das ist das Schiff da im Dock, die Osterriff. Ist, glaube ich, ein Schiff, was noch bei Sitas angefangen wurde zu bauen. Ich glaube, das hattest du schon erzählt, ja. Ich meine ja. Und lag eine ganze Zeit Ja, um die Ecke. Schwester Hansen hat was zu essen. ja. Lag eine ganze Schwester Zeit, Hansen hat Blumen gerade Fass. Ansage gemacht. Jetzt bauen sie wohl weiter. Und dann in die Bahn. Ich denke so, die drehen mir den Hals um. Da war richtig Namen. Da war. Ja. Soll ich dir helfen? Ach ja, warum denn eigentlich nicht? Guck mal hier. Aber ich habe sie gut verpackt. Das hast du. Mit dem Riesen. Ja, Oh, sind das Franzbrötchen na sicher. mit Streusel? Nee, ohne. Oh. Ganz original. Wir drehen sie mal um, wie sie denn auch schön aussehen. Aber hey. Oh, Aber, Los geht's, Leute. Ja, ich lasse mich jetzt nicht von dir. Lumpen. Genau. Das lassen wir auch nicht zweimal sagen. Nee, komm. wir sind dann mal weg. Let's do it. Oh, Guck mal, dann, hier ist jemand aus der Schweiz, der hat noch nie Franzbrötchen gehabt. Ja, komm. Los geht's. allerherzlichsten Dank. Rechnung kommt. Aha. Was mit dir denn? Ja, Du Heilungen, bin schon da, danke. Oh, Weißt du, wenn es was zu kauen gibt, ne, Hallo. dann ist er da. Hallo. Ist mir zu süß. Du willst mit mir nachher ein Bier trinken, ne? Komm, jetzt teilen wir uns eins. Ja, ein Teil, ja, komm her. Teil schon mal. So, einen habe ich noch. Ja, Andi braucht eigentlich keinen Zucker, der ist auch so ein Süßen. Ne? Nicht so einen süßen wie. Mach mal halb und dann nehme ich auch noch. Und dann, Ja, ich brauche nur so ein kleines. geil. Wo sind denn die ganzen Halunken hier? Da. René fragt, was ist das? Entschuldigung? Das sind Franzbrötchen. Das ist Plundergebäck mit Zimt und Zucker. Zimt. Anja, du musst noch ein paar überbehalten lassen. Die Ein Zimtgebäck. Jetzt habe ich nur noch eins. Scheiße. Ja, das glaube ich auch. Dann kann ich ja heute auch nichts mehr gewinnen bei denen. Mit einem Franzbrötchen. Wo ist der Kapitän? Ich habe das Franzbrötchen.
Ist auch Party auf der Koi. Ja, dass die mal ruhig ist, ist selten. Oh, was fliegt da denn da oben? Was ist das denn für ein dickes Ding? Das war eine Was ist das? Riesendrohne, Eine oder? Drohne ist das. Übrigens absolutes Drohnenflugverbot während des Hafengeburtstages. Wurde alles zur Einsatzzone erklärt. Gibt keine Freigabe. Es kann sein, dass das die Kameradrohne ist. Für die Produktion. Ich glaube, das sind die einzigen, die eine Aber die Freigabe dürfen, ne? haben. Kann sein. Du, aber Ben, Na? wenn die eine Drohne haben und wir das Signal abgreifen, Noch haben wir geiler. ja eine Drohne, oder? Da haben wir eine Drohne. Hoffen wir mal. Kannst du die Signale selber wählen, welche du haben willst, oder kriegst du vorgemischt? Die hätten mir jede Kamera einzeln geben können, aber dann Ja, nee. hätte ich einen viel größeren Mischer gebraucht und ich habe gesagt, nee, komm, ich nehme das fertig gemixt. Guck mal, Eddie kriegt schon wieder einen Anfall. Der hört nur Signal abgreifen und da hinten kommen die Bartsch. Aha, sehr gut. Wollen wir nochmal zurückgehen? Also zumindest sehe ich 2 Schlepper. Haben die was im Schlepptau? Wahrscheinlich, oder? Also du hast hervorragend gebacken. Sind die geil? Ja. Also da hinter der Freier und der Atlantis, da seht ihr, kommen Schlepper. Und die müssten eigentlich die Bühne im Schlepptau haben. Ja, haben sie. Da ist auch schon Licht drauf. Entschuldigung, ich habe hier gerade den Mund noch voll. Also ich versuche ja echt so ein bisschen Zucker zu vermeiden, aber bei Franzbrötchen, da bin ich ein bisschen raus. Da gebe ich dann auch auf. Schatz, ich muss mal gerade wieder rauszoomen. Soll ich das abnehmen? Ja, ich wollte das Tanja geben, mein Getränk. Mein liebster Schatz, darf ich dir dieses Getränk geben? Ja, wollen wir ein Stück zurückgehen? Die brauchen ja noch einen Moment, aber da kommt die Bühne. Da kommt die Bühne, wir gehen nochmal zurück. Die Bühne kommt. Die Bühne kommt. Eddie verrät schon wieder alles. Wir haben 3 O2-SIM-Karten. Damit Also sollte ich es funktionieren mit der Übertragung. Ich habe die Geschichte des Franzbrötchens gerade nicht parat. Das haben wir auch, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Deichland, ich will die neue Mavic 4, wenn die nächste Woche rauskommt. Conny müsste auch drauf sein auf dem Ponton. Der macht nämlich hier quasi den Schleppermaster. Ah, der koordiniert. Eigentlich wollte ich mit dem diese Woche noch essen gehen, aber... Hi! Aber das wird, glaube ich, nichts. Conny ist busy, du bist busy. Ja, und ich denke Aber manchmal mal, ergibt sich sowas ja durch Zufall, ne? die wollen dann abends auch... Oder sind dann auch froh, wenn sie vielleicht einfach Füße hochlegen können. Ja. Und das geht ja auch lange. Guck mal, wenn die jetzt hier bis 21 Uhr Probe angesetzt haben. Ja, bis die durch sind, das dauert ja auch ein bisschen, ne? Und wenn das dann alles wieder fest verteut ist und Feierabend ist. So, mal gucken, ob wir jetzt auch einmal das komplette Konzert bekommen. Hey, von der Probe hat keiner was gesagt, dass wir das nicht Ja, streamen nee, also dürfen. das ist ja außerhalb der Konkurrenz. Hat Ne? uns keiner verboten.
Ja, wollen wir uns hier so hinstellen? Ich glaube, hier können wir gleich. Vielleicht nicht unbedingt vor die Nase von den... Ja, Sonne ist super. Guten Appetit. Ja, dann warten wir doch hier einfach mal. Da unten ist Apple Action. Donald und Daisy. Oh. Da ist richtig Gezanke da unten. Ja. Das ist so schade, dass man die Tiere alle nicht füttern soll, aber das macht einfach so einen Spaß. Aber das soll man ja echt nicht Ja, machen. aber Brot ist ja nun tatsächlich das Falscheste, was du denen geben kannst. Ne? Ja, es gibt ja extra so Entenfutter, glaube ich. Aber wer hat das schon zur Hand? Ja. Ja, die Hamburger Partyenten, ne? Die sind schon da. Da ist sie wieder, die Lufthansa-Fähre. Oh, hier ein bisschen Planespotting im Hafen, ne? Ach Diana, das ist aber lieb. Wir versuchen es natürlich dir, die Bilder nach Hause zu schicken. Dafür gibt es ja Hamburg Hafen Live. Für alle, die keinen Bock auf Menschenmengen haben. Ich glaube, Ja, wir opfern uns für euch quasi auf. Man muss, glaube ich, fairerweise auch sagen, wenn wir jetzt nicht die Chance hätten, uns da hinzustellen, dann würden wir wahrscheinlich auch weniger streamen. Ja. Das ziemlich eindeutig. Ja, da kommt ja schon was ziemlich Großes, ne? Ich weiß gar nicht, wie groß die letztes Jahr war. Ist das dasselbe Ponton? Weil wir waren so weit weg, ich konnte das überhaupt Kann nicht es einschätzen. dir nicht sagen. Tobi, ja, du musst mal gucken. Ich weiß nicht, ob der NDR das überträgt. Ich denke schon, dass man das Elben-Konzert beim NDR sehen kann. Letztes Jahr hat der NDR ja auch da was übertragen. Die werden da wahrscheinlich die Rechte für haben. Ich finde, da können Sie für die 100 YouTube-Zuschauer auch mal ein Auge zudrücken, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Das fällt doch dann auch nicht mehr ins Gewicht. Hätten Sie auch sagen können, komm, hier, nimm mit einfach. Vor allem hätten wir einfach das Signal bekommen, mit Ton und allem. Von der Bühne. Ja, Mit allem hätten wir es bekommen. das wäre doch schön gewesen. Ja. Aber man wollte nicht. Aber ist ja auch ein Schiffkanal und kein Popkanal, oder? Ja, das stimmt. Ja, aber dann hätte Nina Chuba endlich mal so ein bisschen Zuschauer gehabt. Ja, Ne? hätte man mal machen können. Und den Oerding kennt ja auch kaum einer. Ulrich Bücker verschenkt eine Mitgliedschaft. Ulrich, ganz lieben Dank mal wieder. Und unser Kölner Kai gleich ein Fünferpack und macht auch hier, hilft mit, den Chat grün zu machen. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Grüne Welle. Hier sind Ja. nur die Fähren grün. Wie man sieht. Also das Ding ist gewaltig, was da hinten ankommt. Ja, also so ganz klein ist das nicht. Das ist gewaltig. Ja, dann guckt euch das beim NDR an. Es macht auch keinen Sinn, dass wir das so guerillamäßig streamen. Das wäre dann halt tonmäßig nur eine schlechte Qualität. Ja, ich glaube, das wollen wir nicht und das Genau. wollt ihr auch nicht. Na, das wird tonmäßig sowieso schon alles eine Herausforderung werden. Aber dann mit einem schlechten Ton ein Konzert zu übertragen, damit man es dann irgendwie aus dem Panorama übernommen hat, das muss, glaube ich, nicht sein.
Ja, aber das sieht schon ganz mächtig aus. Auch so ganz gut, dass wir das jetzt hier auch noch mitkriegen. Ich finde auch, das ist ja so ein bisschen behind the scenes. Vor allem kann man jetzt auch mal hier ganz in Ruhe. Gut, das ist zwar jetzt mit dem Handy. Ich werde gleich noch mal ein bisschen ranzoomen. Nur wenn ich ranzoome, dann ist es immer deutlich schwieriger, das Handy ruhig zu halten. Wir müssen natürlich die ganze Technik testen. Es muss ja also alles per Funk nach hier übertragen werden. Ne? Es gibt ja kein Kabel von der Barge rüber an Land. Und die ganze, also das ganze Audiosignal und Kamerasignal und was auch immer. Und das ist ja auch eine Herausforderung, weil letztendlich, wir haben es ja gesehen beim letzten Mal Hafengeburtstag, wenn alle irgendwie da loslegen mit ihren Handys, haben die eine eigene Leitung? Oder? Nein, die haben eigene Funkfrequenzen. Das sind eigene Funkstränge. Die musst du auch beantragen und bezahlen. Das ist richtig teuer. Das ist richtig teuer. Der hat einen kleinen 360 hingelegt. Wer ist denn das? Ist das die 96, 95? Sag mal, ich habe gar nicht die Community gegrüßt. Soll ich das nochmal schnell machen? Musst du ja, ne? Ja, musst du mal ins Mikro kommen. Herzliche Grüße von der Waterkant, euch alle nach Hause vor den Bildschirmen. Ja, sieht gut aus, ne? Meinetwegen können die da eigentlich jeden Tag so rumfahren hier mit den Fähnchen. Sag mal, kann das sein, dass unter uns eine Brat... Da wird gegessen unter uns. Ja. Ich habe immer Hunger. Das ist ganz schön fies. Ja, wir präsentieren die Probe von Elvin Concert. Bin mal gespannt, ob da jetzt auch gleich Musik rauskommt. Soundcheck müssen die doch eigentlich auch machen, oder? Eigentlich ja, es sei denn, die haben Also- das im Hafen hinten schon gemacht. Die 91 ist hier vorne. Green Barge 2. Wobei waren letztes Jahr die Bands mit drauf oder haben die Teil Playback gespielt? Ich weiß das nicht. Ich kann es dir nicht sagen, ob da jetzt Bands mit drauf sind. Soll ja ein Chor singen. Es sind ja Chor, dann Musical, Hamburger Goldkirche, ne? Lotto. Lotto kommt? Lotto kommt. Oh. Hamburg, meine Perle, du wunderschöne Stadt, bist mein Zuhause, bist mein Leben. An dem Text arbeiten wir Ja. auch nochmal, ne? Die beiden. Der singt ja auch so tief. Da kann ich ja gar nicht da so Dann runter. braucht man noch einen. Sollst du mich irgendwie mal zum Rauchen verführen? Machst du ja trotzdem. Die 91 ist wahrscheinlich hier der Sicherungsschlepper. Ja, aber die können uns doch eigentlich mal eben kurz aufnehmen und mal eben übersetzen. Ja, ne? Ja. Ja. Wo steckt denn Conny eigentlich auf welchem Schlepper? Ist da drauf? Ja, Conny macht hier quasi den Schleppermeister. Der ist, glaube ich, dafür verantwortlich, dass das Ding an der richtigen Stelle ist. Lotsen haben sie natürlich auch noch an Bord. Ja, Tom, die haben gespielt, haben die schon live, die Bands. Die Frage war jetzt, ob das mit... Hat man gewunken? Ja, und gepfiffen. Ah, Die okay. Frage war jetzt wegen der Probe. Wo denn, von der 91? Von der 91 offensichtlich, ja. Jetzt. Das Maskottchen
Ja, ich meine, wenn wir da jetzt drauf könnten, um uns das von da anzusehen, das Stimmt, wäre das auch schon nett. Fairplay-Maskottchen läuft da. Auch ein super Job. Winke, winke. Ist das Conny? Das ist Conny. Ja, Mensch, nimm uns doch mal eine Runde mit. Also ich möchte noch mal ganz besondere Grüße loswerden. Und zwar an den Sven. Und er weiß schon warum. Also Okay. liebe Grüße hier nochmal zu den Landungskollegen. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Filmdrohne ist auch da. Die fliegt da hinten. Ja. Ich rieche Brathähnchen. Jetzt ist sie. Jetzt sehe ich sie nicht mehr, die Kann Drohne. das sein, dass du Hunger hast? So ein bisschen? Dann lass die bitte. Da ist die Drohne wieder, die Filmdrohne. Da oben. Ah, ich sehe sie, ja, alles klar. Ist aber definitiv auch eine größere. Ja, ja. Da hängt schon was Größeres Inspire drunter. vielleicht oder so. Ja. Das Maskottchen ist wahrscheinlich der Einzige, der jetzt fully dressed up ist. Ich glaube, dem ist auch jetzt gut warm. Ja, aber die nutzen das natürlich auch so ein bisschen für Werbung, ne? Ja, klar, logisch. Ja, Besser geht's ja auch wird ja gar auch nicht. vorne wahrscheinlich wieder ein großes Fairplay-Banner dranhängen. Aber guck mal, keine Hapag-Lloyd-Container. Letztes Jahr war Hapag-Lloyd, Ja. der ganze Hintergrund Hapag-Lloyd-Container. Dieses Jahr neutrale. Ich finde, das ist auch ein Statement. Hat man da hinten sogar Palmen hingestellt. Das ist ja Bitte? geil. Da hinten stehen sogar Palmen auf dem Ponton. Ja, das ist wahrscheinlich der Backstage-Bereich. Winkt sie den Ast. Ja, da oben ist auch eine Drohne oder ist das die gleiche? Die ist aber nur wahrscheinlich die rumgeschwenkt. Ne? gleiche. Ja. Na, aber Ben, wie wäre denn das als Job? Fairplay-Maskottchen. Ah, ich weiß nicht so. Ich glaube, das wird ganz schön warm da unter den Dingen.
bisschen Licht haben wir noch, das ist aber auch bald weg. Also zumindest dürfen Sie jetzt mal ein bisschen Soundcheck machen für mich. Tom Wollmann, herzlich willkommen, ein neues Fischmarktmitglied. Jens Peter lässt 2 Euro da und er sagt, nächstes Jahr kommt der Hamburghafen Live-Ponton. Die Steffi hier, Salmöwe Scheiß drauf, lässt nochmal 5,99 da und sagt, er macht schon richtig Lust auf den Hafengeburtstag. Ja, die Steffi kommt auch am Samstag. Ich finde das, also Vorabendstream, Weltklasse. Schon cool, oder? Ben, ich finde, ich feiere uns ein bisschen. Wer hatte denn eigentlich die Idee von euch? Ja, eigentlich. Ja, du, ne? Naja, also genau Nee, wenn, genommen dann war war's es Paddy eigentlich. genau genommen war es so, dass Ben gestern irgendwie sagte, ob wir heute irgendwie was machen wollen. Und da habe ich ja eigentlich dann gesagt, nee, heute Pause. Ja. Und dadurch wusste ich aber dann heute, dass eine gewisse Bereitschaft bei Ben vorhanden Ach ist so. und das Wetter mitspielt. Und ja, und dann hatte ich das ja erfahren, vorgestern habe ich das gehört, hier mit dem Ponton. Und dann hatte ich halt heute auch gesehen, dass halt schon einige Schiffe da sind. Und so ist es dann entstanden. Und, Ja, aber es wäre auch schade gewesen, das nicht mitzunehmen. und der Binnenseebödler lässt 10 Schweizer Franken da Steht da rechts nebenan, ja. für das Franzbrötchen. Ach, Dankeschön, danke. Der Binnenseebödler Aus der Schweiz. aus der Schweiz. Wer hat's erfunden? Ja, die Schweizer natürlich. Ricola. Ja, doch. Ja, Möchtest du in die goldene Mitte? Nö, ach ja, nö. Also ich wollte euch ja nicht so auf die Pelle rücken. Ach, was, das tust du nicht. Sag mal, hängt da eine Ankerkette runter? Ja, tut sie. Kann das sein, dass der Anker nur so halb runterhängt, dass das so eine Art Notanker ist? Also auf jeden Fall, die Schiffe arbeiten, das sieht man ja hinten. Ne? Da wird ja Wasser aufgewirbelt. Also es kann sein, dass die den aber warum haben sie den schon halb im Wasser? Wird ja auch reichen, wenn sie den abschmeißen, wenn es sein muss. Ne? Ich werde mal Conny fragen, wenn ich ihn irgendwann wieder spreche, was das genau Aber die haben hat. den auch nur auf einer Seite. Ne? Da hinten sehe ich keine Kette hängen. Oder die ist verdeckt, das kann natürlich auch Ja, sein. oder die haben den auf der anderen Seite hinten. Also das ist Ja, quasi okay, so also ein bisschen diagonal. versetzt. Ne? Oh Ben, das Licht ist aber schon wieder wie gestern. Ja, ja, das ist schon wieder nett. Du, wir haben gestern richtig coole Bilder gemacht. Deinen Text auf dem Film hattest, sind ja bestimmt noch Zuschauer dazugekommen, wegen dem Gin-Hotel morgen. Ja, genau. Also morgen ist ja Einlaufparade, ihr Lieben. Damit geht es dann ja quasi los mit dem Hafengeburtstag, aber auch mit unseren Streams hier. Und die Einlaufparade nimmt bereits um 12:15 Uhr Aufstellung hinten am Seemannshöft. Und die plant, diese Einlaufparade, um 13 Uhr, ja, geht sie los, aber die planen um 13 Uhr an der Rigma-Rigmas zu sein. Und das ist quasi jetzt ungefähr hier, wo gerade dieser Ponton schwimmt. Das bedeutet, um 13 Uhr werden die ersten Schiffe schon bei uns vor der Kamera vorbei sein. Also werden wir den Stream um 12 Uhr spätestens starten, vielleicht auch sogar ein bisschen eher. Und alle, die hier vor Ort sind und zum Gin Hotel kommen, also seid bitte um 12 Uhr da. Sonst wird das eine knappe Geschichte. Genau, also auch wenn ihr noch spontan Lust habt, könnt ihr morgen auch gerne noch kommen. Also wenn ihr euch nicht angemeldet habt, ist das auch kein Problem. Das war ja eigentlich auch nur, damit wir wissen, wie viele Leute kommen und das so ein bisschen planen können. Also wenn ihr noch Lust bekommen habt, in Hamburg seid, also kommt gerne vorbei, 12 Uhr, Dachterrasse vom Gin Hotel. Ach, guck mal, die haben eine kleine 360-Grad-Kamera da vorne auf so einem Stick. Ich glaube, das ist das Presseboot. Ach, guck mal, da ist Birger hinten drauf.
Birger, der da hinten steht, das ist quasi der Organisator der ganzen Geschichte. Ah, okay, hier der Schlauchboot, ne? Genau, der ganz hinten steht mit dem hellen Haar. Sieht ein bisschen aus wie eine Angelroute gerade, ne? Ja, ich glaube, das war so eine... Ja, Insta360 oder irgendwie sowas, genau. ne? 23 Leute mit Ronny Golesch raiden rüber. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen hier im Hamburger Hafen. Ja, hinten wird nochmal eine Arbeitsplattform durch die Gegend geschoben. Mit einem Bagger drauf. So, von rechts kommt, glaube ich, noch ein kleiner Tanker. Ja. Ja, hier ist trotzdem Business, ne? Dürfte ich hier mal eine Frage an die Fotografen stellen? Falls ihr die nicht schon gelesen habt von dem Tom. Fotofrage. Gin Hotel ist bestimmt extrem viel Gegenlicht, oder? Ja, kommt Ja. natürlich immer darauf an, in welche Richtung du fotografierst. Aber das, also alles, was quasi auf dieser Seite der Elbe ist, auf der Nordseite. Da hinten geht die Sonne auf, da irgendwo Richtung Elbphilharmonie. Und dann wandert ihr den ganzen Tag hier so rüber. Brät euch den ganzen Tag auf den Dez und geht dann da hinten runter. Ja, also ihr habt, wenn ihr die Elbe hoch fotografiert, Richtung Norden, dann habt ihr auf jeden Fall... Wow. Okay, das war der Soundcheck. Kurzschluss. So, das war die Rückkopplung. Am Arm wackeln, ja. Sag mal, können die nicht die Bartsch anzünden und daraus die Rettungsübung machen? Ja, ich meine, im Mai hat das ja eine gewisse Tradition in Hamburg, was anzuzünden, ne? Da wird eher, das hört sich an, als wenn die, Nichts mit der Musik. als wenn die Feuer machen. Das hört sich an wie eine Rückkopplung, ne? Ja. Nee, ich fand, das hörte sich an wie so ein Brenner für einen Heißluftballon. Ja, wer weiß, vielleicht lassen wir noch einen steigen. Hallo, moin. Ja, wo kommt ihr denn her? Ja, hier kommt aus, ich sag jetzt mal, wir wohnen auch in einem Werk. Im Hintergrund geht die Mersey durch, ein Tanker. Ja, das Presseboot vom Fairplay zwischen den ganzen Hafenbarkassen und Fähren. Ganz schönes Gewusel da hinten. Ja, im Moment legen da halt auch noch die Fähren an. Guck mal, Schwester Hansen, Anja, da kommen ganz viele Polizisten. Ja, die waren eben schon da. Die waren nicht, sind Nee. nicht gut. Ja, aber Jung hält ja noch was aus. Hallo, ich bin sportlich. Ja, dann macht ihr mal Feuer unterm Hintern, damit sie sich bewegen. Nee, ich habe keinen Erziehungsauftrag mehr. Ach so, na gut. Ich habe nur mach keine stationären Aufnahmen mehr, nur noch ambulante Geschichten. Oder? Ja, das war ein bisschen geil, dürfte ich auch sagen. Also, das lustig war. Jo, Ja, man ist gespannt, was passiert jetzt. ja, Helmi, natürlich, wir. Ja, König der Löwen-Fähren haben übrigens auch eine gewisse Verwechslungsgefahr. Nicht jede Fähre, die gelb ist, fährt auch zum König der Löwen rüber. Das war am Wochenende auch spannend, wenn denn die Leute auf der falschen Fähre gelandet sind und dann eigentlich ganz, ganz schnell zurück wollen, weil ihre Vorstellung gleich anfängt. Hast du das beobachtet? Ja, ich war drauf tatsächlich. Ah, okay.
wird das da gleich mal nass vorne am Ponton. Das könnte ein bisschen feucht werden. Oh ja, ach, das geht ja. Oha, da wird aber auch ordentlich glänzt da hinten, ne? Wo denn? An dem Schiff. Ach, an dem Tanker. Ja. Ich hab zwei, ich bin doppelt. Ja, Ja, es ist eine gespannte Ruhe. das ist so ein bisschen wie in Dresden auf dem A380 warten. Ja, nur dass hier wahrscheinlich zwischendrin ein bisschen mehr passiert, ne? Wobei, ich weiß nicht, wie frequentiert ist der Dresdner Flughafen. So dolle kann das auch nicht sein, oder? Ich habe da nichts an Fliegern gesehen, wenn ich bei Thomas Aber reingeschaut habe. warum steht da ein A380? Ich meine, da kannst du ja halb Dresden mit verfrachten. Nee, da ist eine Elbe Flugzeugwerke. Ach so, Das ist eine also Reparatur, Flugzeugwerft. Wertung, Ja, Wartung oder so. Wartung, ja, genau, okay. genau. So, können Sie eigentlich mal zeigen, was Sie können, ne? Ja, Aber vielleicht warten Sie auch drauf, dass das noch ein bisschen dunkler wird oder so, wenn Sie die Lichter testen wollen. die 91 macht da hinten ein bisschen Hafenrundfahrt. Ja, mal ins Dock reingucken, ne, ob da alles in Ordnung ist. Nee, Schlepperballett gibt es heute nicht. Das müssen Sie auch nicht mehr proben. Schlepperballett, wobei doch, das proben Sie ja, dann gibt meistens hinten irgendwo im Kühlbrand. Gibt ja auch, glaube ich, immer mal wieder andere Choreografien und so, ne? Also, Ja, da wird schon ein bisschen variiert. Ja, ja. Auf jeden Fall. das ist aber auch ein dicker Apparillo da oben, ne? Junge, Junge. Die Drohne. Ja. Ja. Ich habe zuerst gedacht, als sie da vorne über dem Schwimmdock war, was ist denn das für eine große Möwe? Aber bewegte sich gar nicht. Also, Was ist denn das für ist schon amtlich. Inspire oder ich weiß es auch nicht. Ja, ist, glaube ich, die einzige Drohne, die hier fliegen darf. Das Hafengebiet ist komplett zum Einsatzgebiet erklärt worden. Also es gibt eine Karte auch. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr Lust habt. Drohne Hafengeburtstag Hamburg. Da kriegt ihr eine Karte und seht, von wo bis wo Sperrgebiet ist. Lustigerweise hört das Sperrgebiet hinten auf. An der Seemannsmission dürften wir schon wieder fliegen, wenn wir morgen da Queen Mary und, Queen Anne und Aida Sol machen. Ja. Aber das ist 50 Meter von der Grenze zur Sperrzone. Ich glaube, das muss ich nicht. Ich glaube, das lasse ich. Es müssten gleich noch zwei norwegische Marineschiffe kommen. So Ah, okay. kleine, aber Okay. das sind jetzt Blankenese. Aber Conny macht einen super Job da drüben, finde ich, oder? Der ist ja richtig So, jetzt haben wir schon mal Video. Guck mal. Das Maskottchen heißt doch bestimmt Conny, oder? natürlich. Ja, aber so auf die Entfernung ist das Bild doch ganz okay, oder? Ja, ja. Und die Koi feiert im Hintergrund. Detlef, nein, der Ponton kommt nur abends hier raus für die Veranstaltung, für das Alien Concert. Und das ist jetzt quasi die Probe. Der wird nachher wieder in den Hansahafen gebracht.
Ja, ich denke mal, die werden jetzt testen, ob die ganzen Signale dann über Funk auch da ankommen, wo sie ankommen müssen, ob sie in Genau. den richtigen Kanälen landen. Ja. Ne? Das kostet ja auch alles ein bisschen Zeit. Ich weiß auch gar nicht, ob da jetzt noch wahnsinnig viel mehr passieren wird bei der Probe. Ja, vielleicht schicken die auch einfach nur ein Signal rüber. Das, was wir nicht mal zwingend hören müssen. Nur damit sie wissen, dass die Kanäle Aber eine entsprechend süße bespielt Animation im werden. Hintergrund. Entschuldigung, dass Ja. ich gerade unterbreche. Nö, nö. Also bei Fairplay weiß man manchmal nicht, ob das ein Schlepperunternehmen oder ein Mediaunternehmen ist. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie mittlerweile halt eine entsprechende Abteilung haben, ne, die sich um sowas auch kümmern. Oder sie haben es zugekauft, das kann natürlich auch sein. Ja, also der Strom auf der Bühne, es ist alles autark. Die haben alles auf dieser Bühne. Generatoren, es ist alles da, es gibt kein Kabel oder ähnliches. Und alles, was hier rüber geht an Signalen, das geht halt über Funk. Es müssen ein paar Richtantennen sein. Da am Kamerastandort, da sieht man auf jeden Fall die Gegenstellen, die sind da aufgebaut. Und das geht alles per Funk direkt rüber. Ja, Conny hat geparkt da drüben. Ja, aber ich glaube, da passiert jetzt nicht mehr viel. Ne? Also So richtig. ich glaube jetzt nichts, was so mega actionmäßig ist. Also insgeheim habe ich auch so ein bisschen Rambazamba gehofft. Ne? Ja, ich auch. Aber ich glaube, das Ja, aber ich glaube, man hat Ist schon mal auf jeden überschaubar, Fall einen ja. gewissen Eindruck von der Bühne, die hier stehen wird dann. genau. Ne? Bevor ich hier Wollen wir noch mal ein kleines Stück darüber gehen und dann da den Stream ausklingen lassen? Morgen Das geht es ja geht mit ja sowieso los. Attacke ne? weiter. Ich würde da noch mal reingreifen Ja. wollen. Du. Ja, Schlepperballett, Diana, gibt es morgen auch bei uns. Ich sorge mal eben dafür, dass ich wieder Durchblick habe hier. Ja. Andreas Preuß lässt auch noch mal 5 € da für Dingsbums und Gedöns. Herzlichen Dank, mein Lieber. So, wir wollen jetzt noch mal da so ein bisschen in die Richtung. Und Dankeschön. dann Bewegen wir uns noch ein bisschen. Und der Stefan ist jetzt auf dem Fischmarkt mit dabei. Karl-Heinz, 2 € Superchat, vielen Dank. Er ist am Sonntag im Gin Hotel dabei. Timo, 2,49. Tanja sammelt hier jeden erstmal ein. Zack, zack. Timo schreibt, wo ist Willi, wenn man ihn braucht? Willi haben wir tatsächlich vorhin schon gesehen, kurz vor dem Stream. Der fuhr hier auch rum. Dann haben wir den Lars Bach mit 2,49 Supercheck. Vielen Dank. Er sagt, das Rauschen gehört zum Soundcheck dabei. Okay. DJ Dietze ist jetzt auf der Reeperbahn dabei. Und Ulrich Böcker haut noch eine Mitgliedschaft raus. Außerdem unser Kölner Kai, 20 € Teamversorgung für den Hafengeburtstag. Das ist ganz, ganz lieb von euch. Vielen, Dankeschön. vielen herzlichen Dank für die fette Unterstützung. Achtung, Vorsicht bitte. Danke. Also nochmal für alle, die später dazu gekommen sind. Unser Programm fürs Wochenende. Morgen ab spätestens 12 Uhr Einlaufparade. Kann auch sein, dass der Stream etwas eher losgeht. Am besten auf die WhatsApp-Nachricht achten. Abends werden wir uns höchstwahrscheinlich auf die Aida Sol und die Queen N stürzen. Ja. Da wir leider aus Rechtegründen nicht das Konzert selber streamen dürfen, also das Elben Concert. Leider, aber deshalb sagen wir, gucken wir uns die beiden Kreuzfahrer an und hoffen darauf, dass wir ein bisschen Beifang bekommen. Genau, noch ein paar Schiffe dabei. Also so ein bisschen Verkehr hier im Hafen. Also ihr seht ja, es ist einiges los. Und ja, wir drücken Sieht mal das die nicht toll Daumen. aus? Wenn du da mal reinzoomst so ein bisschen da. Oh. Guck mal, das ist die Fähre, die ist jetzt fertig für den Hafengeburtstag. Ja, aber wenn, kommen die doch eh aus der Richtung. Nur weil da halt die Boote vor der
Ja, das ist Hamburg, ne? Sieht doch schön aus. Michael, 836 Jahre alt wird der Hafen. Also, ich erzähle weiter. Morgen Abend dann, wie gesagt, ein bisschen Kreuzfahrer mit ein bisschen Hafenflair. Samstag dann, vormittags irgendwann, wahrscheinlich, ich habe die Uhrzeit jetzt nicht mehr im Kopf. Mit der Rescue-Übung geht es, glaube ich, los. 12, Ich hab das 13 alles Uhr auch. oder so. Und dann werden wir tagsüber diverse Dinge hier auf dem Wasser streamen, wie zum Beispiel die Rescue-Übung, dann das Schlepperballett, dann gibt es ein Festmacherbootrennen, Wir haben verschiedene Veranstaltungen. ja also einiges. Der ADAC macht was, die Bundespolizei macht was, ich glaube die Feuerwehr macht was. Also da ist ordentlich was los auf dem Wasser und davon werden wir euch sicherlich das eine oder andere nach Hause bringen. Von wo wir streamen, haben wir ja vorhin schon gezeigt. Also alle, die später dazu gekommen sind, ihr müsst tatsächlich mal ein bisschen zurückspulen, weil unsere Kameras sind nämlich schon aufgebaut. Dann könnt ihr da mal luschern, was es gibt. Und am Abend dürfen wir halt Elbe Concert leider auch wieder nicht streamen. Aber wir können natürlich das Feuerwerk streamen. Und das machen wir auch. Und das zeigen wir wieder von oben, von der Dachterrasse. Ja, und Sonntag ist dann die Auslaufparade gesetzt. Die startet um 18 Uhr. Ich denke mal, Stream wird bestimmt irgendwie so 16, 17 Uhr losgehen. Ja. Es sind ja auch noch ein paar Kreuzfahrer da. Ob wir Sonntag tagsüber was machen, lassen wir mal offen, weil das so ein bisschen davon abhängig ist, wie wir Samstagabend dann abstehen. Denn wir werden hier die ganze Zeit draußen sein, wir werden die ganze Zeit in der Sonne stehen. Ja, mal gucken, wie wir dann noch drauf sind oder ob wir sagen, komm, tagsüber machen wir ein bisschen Piano und dafür dann nochmal wieder die Auslaufparade. Ne? Ja. Auf jeden Fall wird es ein buntes Programm. Ja. Oh, hier steht auch Guck irgendwas. mal, hier steht auch noch was an Übertragungstechnik. Ach hier, das ist vom Hamburg-Journal und NDR. Ja, hier wird auch schon aufgepasst. Security sitzt schon da. Security ist auch da, also. Guck mal. Guck mal hier, Schwester Hansen und Kreativ Andi. Da läuft was, oder? Hello, my friend. Here's my friend. Ich bin Security. Here's my security. Er ist nämlich Nein, mein bin ich nicht. Doch. Du kriegst deine Männer auch kaputt, ey. Ja. Ja, den einen oder anderen hat sie wohl geschafft. Ne? Noch zack, kaputt. Ja. Oh, excuse me. Sorry, Sorry mal. Bein kaputt, sorry. das kann man gipsen. Kopf kaputt, sorry. Na ja, der war ja vorher auch schon nicht ganz dicht. Genau, war vorher auch nicht. Ach komm, ist egal. Ne? So, ich habe gehört, hier gibt es auch richtig schöne Schiffe, die hier reinkommen. Nein, wir sehen die ja alle bei der Einlaufparade. Wir warten jetzt nicht mehr auf die Schiffe, die dann noch kommen. Aber hallo, da sind doch Matrosen drauf. ja, nicht die Matrosen. Aber die können auch noch mal hier zur Küste machen. Ben, jetzt frage ich dich, Ja, was für ein Hochwasser muss sein, damit man da oben einen Aufkleber ja, also hinbekommt? den ersten hat man 1962 da angeklebt. Ja. Also guckt euch das mal an, hier dieser Dalben. Ja. Und ihr seht den Bereich, wo man relativ entspannt rankommt bei Hochwasser. Und dann gibt es aber da oben so ein paar. Ja, also wer mutig ist und eine Leiter hat und ein bisschen Wahnsinn im Blut hat und sein Leben nicht so mag, der kann da oben hochklettern. Sag mal, Ben, haben wir eigentlich ein Foto gemacht von der Bühne, so als Pre-Hafengeburtstag, Ja. als Thumbnail? Ich Hast hab's, du? also frontal habe ich sie. Okay. Wobei das auch sehr geil Das aussieht. sieht auch gut ne? aus, oder? Also komm. Hast du Anja angerempelt oder was? Alter. Junge. Belästigt der Mann sie? Oh, jetzt gibt es schon wieder Anpfiff.
Bist du alt oder bist du jung? Ja, merke ich. Von den Knochen alt, vom Geiste jung. Oh, ich weiß es. Da hat jemand einen Möwen abgerichtet. Die haben die Aufkleber da oben dran geklebt. Du bist da einer Sache auf der Spur. Arno Sommerfeld, ich danke dir vielmals, ist jetzt auch auf der Speicherstadt dabei. Ja, komm, wir gehen noch ein kleines Stück darüber Gehen wir und ein paar dann Meter. denke ich. Das hier müsste die 9 sein und wir kommen jetzt auf die 10. Ich muss mal ganz kurz hier was abstellen. Ups, Ach, guck mal, das ist ja perfekt. muss mal kurz was reparieren hier. Oh, ist was kaputt gegangen? Ja, halb so wild. Ich hoffe mal, dass das jetzt gleich wieder funktioniert hier mit meinem Chat. So. Guido schickt nochmal 2 Euro Superchat für dressierte Möwen, so ein Tüdelkram. Ja, wer weiß. Okay. Ja. Aber wenn du so guckst, also Flut haben wir ja noch nicht so richtig. So richtig Flut haben wir ja, wenn die Brücken waagerecht stehen. So, und dann hast du aber noch mal ordentlich Tidenhub eigentlich, ne? Also diese Brücken hier stehen teilweise waagerecht und wenn wir richtig Sturmflut haben, geht es sogar ein bisschen bergauf. Aufrecht, ja. Und dann, wenn man sich den Tidenhub vorstellt, dann kommst du auf jeden Fall schon mal an den oberen Rand von den ganzen Aufklebern. Aber da ganz oben hin, das ist so eine Sache, ich glaube, da brauchst du eine kleine Leiter oder so. Dann, wenn du ganz oben, also wenn wir richtig Flut haben. Weil bei richtig Sturmflut kommst du ja hier oben auf die Pontonanlage auch nicht mehr drauf, das wird ja alles abgeriegelt. Aber es wäre noch eine Challenge. Ganz oben eine Hamburg-Hafen-Live-Möwe. Ja, okay. Vielleicht Du geht weißt, das vielleicht dass- mit der Drohne irgendwie. Du bringst jemanden auf ganz dumme Ideen, ne? Das ist hier klar, oder? Die ganz gefährlichen Sachen passieren eigentlich dann, wenn man sagt, halt mal mein Bier, ich habe da eine Idee. Bist du für solche Challenges empfänglich? Das Problem ist ja, ich bin ja nicht ganz höhenfrei. Aber sag mal, gibt es nicht so Magnetkletterschuhe und Handschuhe? Wir sind doch hier nicht bei Mission Impossible. Ja, aber das ist doch bestimmt magnetisch, oder? Ja, davon gehe ich So ein aus. Balken. Ne, guck mal, wie der rostet da. Also der ist garantiert magnetisch. Ja. Du Paddy, irgendwann, ne, wenn wir wissen, wir kriegen richtig hohes Wasser, dann nehmen wir uns eine Leiter und irgendwo kleben wir sie hin. Und derjenige, der sie findet, der kriegt einen Pfund Kaffee. Also lustig wäre es ja, da oben mal irgendwie 100 € dran zu kleben. So wirklich ganz oben. Und dann denjenigen Oder suchen, so, der das oder so runterholt. 500 €. Stell dir das mal vor. Damit Und da der Reiz oben größer dann. wird. Ja. Und dann stellen wir hier eine Kamera auf. Ich fürchte, damit kommen wir in die Mopo. Ja, ich glaube, das könnte auch ein bisschen Ärger geben. Ja. Ja, hier haben wir auch so einen Doppelkieler, ne? Katamaran-Schiff. Ja, wollen wir da mal runtergehen? Ich glaube, das wäre ganz schön, wenn wir da so ein bisschen... Wollen wir davor so langsam Ja. gut klingen lassen? Übrigens, Paddy, Oh, jetzt ist Soundcheck. Jetzt ist Vollgas da drüben. Aber das kommt hier vorne an, ne? Kommt
Kommt das schon aus den Lautsprechern? Nee, Nee, ne? nur die Bühne. Das ist nur die Bühne. Wir wollen noch einmal runter hier zur Helgoland und dann So, jetzt können wir so ziehen Sie noch mal langsam- ein bisschen an den Reglern. Wir haben einen richtigen Tross an Leuten, die mit uns mitlaufen. Ja, ne? Ja, aber so langsam kriegt man einen Hafengeburtstagsflair, ne? Oder? Ja, absolut. Bisschen Musik dabei. Ja, Brücke 10, legendäre Fischbrötchen. Ja, das ist die Helgoland. Ja, Auch eine besondere Bauweise, nennt sich SWAT-Bauweise. Die haben unten nochmal Schwimmkörper drunter. muss man sich wie so, sehen so ein bisschen U-Boot-förmig aus, wie so Torpedos. Genau. Also das sind richtig, da kann man auch richtig reingehen dann. Na, also das sind richtig massive Zylinder. Rohre. Ja, Zylinder, danke. Danke für das Wort. Ja, man kann unten auch das Zeichen für eine Bugnase sehen. Und ich könnte mir vorstellen, als Katamaran ist der sicherlich auch nicht so ganz langsam. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, Nicht? okidok. Guck mal, so langsam geht auch die Sonne unter. Ja, Ach, Gary ist auch da. der Tag geht zur Neige, der Stream geht zu Ende. Was ist denn mit den Marineschiffen? Da war, nein, das dauert zu lange. wir zeigen noch morgen die ganzen Schiffe. Also da jetzt nur noch drauf zu warten. Wir wollten ja eigentlich euch hier in erster Linie Landungsbrücken zeigen, so ein bisschen vor Hafengeburtstagsflair. Und morgen geben wir dann richtig Gas. Ich hoffe mal, ihr fandet, dass das eine gute Idee war. Ich drehe mal die Kamera um. Hallo. So, alle, die mir das Bild wollen, einmal zu mir. So, So, ich rück dir mal ein bisschen auf die Pelle. Ne? ja. Wo ist mein Flu? Da ist mein Flu. Ich bin immer am nächsten an der Kamera, habe ich immer den größten Kopf. Der ist auch am meisten drin. Also wir hoffen natürlich, dass ihr fandet, dass das eine gute Idee ist, dass wir einfach mal so am Vorhaben vom Hafengeburtstag hier einen kleinen Walk machen und euch ja, so ein bisschen was hinter den Kulissen gezeigt haben. Ich persönlich fand das ganz nett, weil es noch verhältnismäßig ruhig ist, noch lange nicht so voll. Das klingt doch ganz gut eigentlich. Ja. Ja. Also vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt und ich sage auf jeden Fall mal morgen dann einschalten, spätestens 12 Uhr. Kann auch Ja. sein, dass es ein bisschen eher losgeht. Also ich erinnere nochmal ganz dringend an die WhatsApp-Nachricht, dass ihr darauf achtet. Oder halt Kanal abonnieren, Benachrichtigungen. Ihr wisst ja, wie das alles geht. Ne? Habt ihr ja schon zigfach gehört. Ihr könnt ja alle schon Computer, oder? Bestimmt. Ja. Ne? Und dann sage ich mal, ich mach's kurz. Bis morgen, ihr Lieben. Ja. Bis morgen zur Einlaufparade. Tschüss. Ciao. Das war jetzt ein Beintraining. Ja, aber erst.